So, geht da was? So, einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Franz George, Mr. Verb, Mr. Sherry, Mr. Angel, Mrs. Wifey, der Mr. Price und die Frau Marshall ist auch schon da. Einen wunderschönen guten Morgen. Da haben wir wieder. Haben wir gut genächtigt. Und vor allem, das Wichtigste, haben wir Bock auf God of War. Ich glaube schon. Also wenn du mich fragst, haben wir schon Bock auf God of War. Schön, dass du hast. Wie geht's? Ausrufezeichen. Genau so. Ganz genau. So. Schön. Schön, schön. Wir haben Schnee gekriegt, Freunde der Sonne. Vielleicht mache ich nachher noch ein Bild von
unserer Umgebung. Schaut wirklich zauberhaft aus. Also wie in einem Winter Wonderland, wenn man so will. Noch nicht ganz, ja, also so viel Schnee wie auf dem Bild ist es noch nicht, aber es schaut zauberhaft aus, ja? Sagen wir es mal ja so. Ja, da werden die Omegas schon gepostet. Sehr schön. Tastatur kaputt. Ich glaube, der Price hat sich eine griechische Tastatur gekauft. Ja? Da ist das griechische Alphabet drauf. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon und so weiter und so fort. Weiter weiß ich es nicht. nur das Omega weiß ich dann noch. Aber gut. Schauen wir mal. Ich brenn eigentlich schon seit dem letzten God of War Stream drauf, dass ich erfahre, wie es weitergeht. Und es war ja letztes Mal schon wieder deutlich intenser, ja. Wir haben ja letztes Mal einen Heimdall bekämpft. Und augenscheinlich ist der Heimdall auch draufgegangen. Jetzt bin ich natürlich umso mehr gespannt, wie jetzt die ganze Geschichte da weitergeht. In dem Fall ist der Widerstand oben. Schauen wir mal. Wir haben jetzt, ich glaube, wir haben in Hel wieder mal. Also, ne, irgendwie. Das Reich der Toten besuchen in God of War ist irgendwie ein Dauerticket, ein Premium-Ticket, weiß ich nicht. Mit dem Atreus zusammen mit dem Thor. Wir müssen noch irgendein Maskenfragment finden. Remix! Remix! Geil! Jetzt mal! Ja, sieh das mit dem Timing immer noch einmal. So? Angela Havidere, Rapender 14, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Danke für dein Following. Ja, der Yassi irgendwie, das haut noch mit dem Timing noch nicht so ganz hin. Gestern das erste Mal triggert, Instant Soundcrash und heute schon wieder. Schauen wir mal. Morgen hast wahrscheinlich wieder die Chance dazu. Angel Havidere. Gut, dass mein Sound die Followers triggert. Ich glaube, ich muss bei dir einen Cooldown außer da. Irgendwie zirkt dein Sound wirklich Follower. Das ist zauberhaft. Ich glaube, Yassi, darüber können wir uns unterhalten. Also, wenn du morgen wieder triggerst und es kommt wieder ein Follower einer, dann der wir bei dir einen Cooldown, aber dann darfst du ihn einmal in der Minute spammen. Ausgemacht. Passt. Sehr gut. Schön. Ja, gut. Schauen wir mal. Eventuell habe ich heute so viel Motivation, da muss ich mich dann an den Mr. Herbert richten, falls er denn dann da ist. Also, er hat zwar gesagt, er ist dabei, aber wahrscheinlich schläft er noch, keine Ahnung. Oder ich habe nur überlesen, Quasar. Der Herbert hat gemeint, God of War schaffen wir auf 2 Streams oder auf einem langen Stream. Du bist nicht da, sehr gut, ja, passt. Und eventuell hat der Zukunftsparty halt so viel Motivation, dass wir das Spiel halt fertig spielen. Je nachdem, ja, das ist aber jetzt noch kein Versprechen nicht, ja. Eventuell teilen wir es uns auf heute und morgen auf oder wir ziehen es halt komplett durch. Aber das machen wir dann davon abhängig, wie wir vorankommen, tatsächlich, okay? Da schauen wir dann in 2 oder 3 Stunden um, wie es ausschaut. Aber das richten wir uns dann schon, wie wir es brauchen. So. Was, ich hab die eh nicht gesehen. Herbert unsichtbar. Ist jetzt da schon wieder. Ja, ich denke mal's. Ist schon wieder nicht Zufallsmix eingeschaltet gewesen. Aber gut. Der Super ist da. Weisheit des Tages. Wer nicht kotzt, sauft nicht am Limit. Ova Restfettenpizza braucht Apps zum Aufsaugen, sich vor Lachen auf den Boden wälzen. Du musst das anders sehen, das ist der Leitspruch von Mr. Day Zero. Ein Ungeübter hätte sich auch geschwimmen. Ja? Muss es aber ja so sein. Merci für deinen 61 Bits. Wichterli, einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Schön, dass du hast. Oder du bist. Wie auch immer. Oh ja, durchziehen. Ja, der Verb ist voll auf Durchzug eingestellt. Schauen wir mal. Auf alle Fälle, ich hab Bock. Und ihr wahrscheinlich auch. Naja. Sollte man quasi dann langsam mal anfangen? Was machen wir denn? Oder warten wir noch ein wenig? Ja, können wir noch der metal-lastigen Dragon Ball Musik ein wenig zuhören. Wenn's war.
War auch voll dabei, muss halt super erledigen am PC, da ist der Stream optimal. Das freut mich, dass er da ein bisschen Ablenkung oder ein bisschen Unterhaltung bieten kann. Ja, sieh. Und ich hoffe, es sind nicht zu viel stressige Sachen, die du am PC machen musst. Wie bei der Kokslein, der schnupfst da nicht so. Ja, so ungefähr kannst du das sagen. Ja, anfangen wir eine Sache. Ja gut, dann fangen wir halt an, oder? Mal, was soll der Geiz? So. Wenn der Price anfangen möchte, dann fangen wir halt an. War auch nicht so. Ne? Ich los ja reden mit mir. Ich bin ja, habe mal sagen lassen, ein sehr kulanter Mensch. So, zauberhaft. God of War Ragnarök, meine Freunde. Was ist denn das heute? Der 11. Stream? 10. Stream? Weiß ich gar nicht. Kommt sie aber hinkommen. Mittagessen köchelt, jetzt Bazi gucken. Sehr schön. Mrs. Fichterle, hast du meine Discord-Nachricht, meine private Discord-Nachricht noch gelesen? Falls nicht, ja, schaust du halt bei Zeit nochmal nach. So, Freunde der Sonne. Wir sind, wie ich schon gesagt habe, in Helheim stehen mit unserem bärtigen Bauchmann namens Thor, ja, wo wir ja letztes Mal nach der Kneipenschlägerei, wer sich nur erinnern kann, war ein sehr zauberhaftes Segment, mehr oder weniger erfahren haben, dass der scheinbar psychisch einen leichten Knick weg hat. Der fühlt sich, glaube ich, so vermute ich, von Odin schlecht behandelt oder halt nicht gewürdigt, wie auch immer. Und hat sich da letztes Mal gedacht, ja, jetzt legt er mal die ganze Bude und sauft sich da noch an. Und dann, wenn man besoffen ist, sagt man ja meistens Dinge, die wo halt der Wahrheit entsprechen. Ja, wer das glaubt oder nicht. Und ich glaube, dass der Burschi da, persönlich gar nicht so zwider war, wie der tut. Ich glaube einfach nur, dass der also mental einfach kaputt ist. Ne? Und meine Theorie ist, dass der, glaube ich, am Ende gar kein Böser nicht ist. Ja, aber wir werden es erfahren. Der braucht ein Hello Kitty Pflaster am Bauch, meine. Ja, Hello Kitty und ein Einhandpflaster. Ja? Hickpicker, draufpusten, das heilt dann schon wieder. Ja, aber er ist ein harter Hund, so ist er nicht. So, auf alle Fälle, unsere Mission ist jetzt, ein Maskenfragment zu finden, wieder mal. Und dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja? Jetzt schauen wir erstmal, wo müssen wir denn überhaupt hin? Masken hat keinen Bock, ja? Wir müssen da hinten. Okay. Oh, Gott sei Dank war ich in der Kneipe nicht dabei, beziehungsweise das nicht gestern. Ja, das hätte gut ins Bild gepasst, Mr. Seijing. Das hätte gut ins Bild gepasst. Bist du auch so umgefallen wie der Tor? Wenn nicht, war es nicht intensiv nur. Gut, wir gehen mal zu. Ah, Scher, was das ausmacht, wenn man mal einen. Ja, das ist schon klar. Ins Bett. Immerhin bist du umgefallen. Dieser Teil Nibelheims ist ganz anders als das Labyrinth damals. Wenn du durch Tyrs Tempel gekommen bist, dann 4812 bei Ibaldis Werk Quacksilber. das richtiges Gift. Alter, du kriegst ja richtig viel Geld jetzt. Mozart, hab ich dir. Was fehlt bei dir? So, wir müssen da lang. Die Welt ist halt aber, also das Hill, der Abschnitt jetzt schaut ganz anders aus wie die anderen Abschnitte, wo wir gewesen sind bisher. Ja, geht so. Wahrscheinlich ein bisschen geschlaucht vom Konzert, richtig? So. Ja, da haben die weißen Wanderer, sehr gut. Zu einfach. Schau auf die Karten, dann siehst du das. Die ewige... Ja, stimmt, da haben wir... Ich glaube, da habe ich sogar letztes Mal nur kurz drauf geschaut. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Wo lang jetzt? Ja, okay, jetzt auch nicht mehr. Habe ich der Mike?
So, wer, guten Morgen. wer hat noch geschlafen? in was wird denn das Hacksilber gerechnet? In Bresel oder in Kilo? In Fetzen. Meine, wenn's mich fragst. Maiko, ist fit bei dir, habe ich dir. Du bist schon wach. Ja, jetzt auf alle Fälle. Hey! Du bist stark! Sei hat Bierschiss, okay. Kümmere dich um den, Loki. Gut, da haben wir Bärenkämpfer haben. Unter anderem. Zupf die. Galva! Haha, geh. Blick zu dir auf. Gegen Killerbomben hast du keine Chance. Finde einfach das Ding. Wir laut sind der Willkommensalert 2. Mike, ja. Hey, der Mike ist gewissermaßen oder bekanntermaßen der lauteste Bassspieler auf Twitch. Also ist sein Alert halt einfach auch laut. Ja? War ja komisch, wenn er leise war. Ja? Metal-Musik muss laut sein. Ja? Sonst darf es ein Schlager heißen. So. Ja, wir werden der Tor wird da die Mauer aufzeiten rammen müssen, habe ich so im Urin. Diese Wand. Weißt du, erst noch was erledigen. Aber der war ja selber in Gräer, ne? Lass dir Zeit. Sei, bist das du? Jetzt können wir gehen. Gleich ist leichter, gell? Ist eh klar. Ja, wir fahren mit der Hammer da durch. Ja, danke. Was geht bei euch? Ja, gerade vor der Saison. Loki, du versuchst immer wieder. Ich weiß nicht mal mehr, was du versuchst. Aber du hast keine Ahnung von der Scheiße, die ich durchgemacht habe. Ja, als Halbriese und Sohn eines Gottes mit unmöglich hohen Erwartungen. Woher sollte ich das wissen? Wieder der Hinweis, der Tor hat was mitgemacht. Also ich habe ab dem Punkt, wo du jetzt bist, durchgezogen. Wie lange dauert das dann jetzt ungefähr? Der Tor hat so richtig keinen Bock. Den hätte ich auch nicht, wenn ich so einen Rausch hat wie er. Was? Gefrorene Höhlen? Ja! Ach nee! Haha, ich hab einen dicken Beschützer dabei. Was kannst du so, hä? Ha, easy. Den Rausch hab ich, aber ich hab Bock. Gehst quasi du das nächste Mal mit mir nach Helheim. Oder Niflheim. Niflheim, meine Herren. Warte mal, das passt aber jetzt nicht ins Bild. Wo ist denn der Tor? Der Tor ist... Hä? Tor wo? Aha. Au. Bleib doch einfach liegen. Weißt du, ich will hier gar nichts versuchen. Ich sage nur, dass wir nicht so verschieden sind. Ich habe keine Lust, über unsere Blutsbande zu schwafeln. Ah, da ist eine Kiste. Gut, dann geht's da auf jeden Fall nicht weiter. Okay. Ja, ich spiele schon, dass da nicht weitergeht. Da hat Schild eigentlich nicht rein. Wir werden halt da durch müssen. So, da oben gibt's aber garantiert auch noch etwas. Da müssen wir mal schauen.
Liegt nur im Bett. Soll ich fürs Fenster ausschauen oder nicht? Das kommt darauf an, was du sehen möchtest. Tor, meistens an der kurzen Enden vom Fädel. Noch eine Eiswand. Tor. Was für Fädel? Ja gut. Na gut. Nur eine Sache noch. Wenn du nicht du selbst sein kannst, glaubst du vielleicht auch, nicht deinen eigenen Weg gehen zu können? Kommt dir das denn gar nicht bekannt vor? Schon, da gerade jetzt müsste Gegner kommen, wo das Gespräch interessant werden wird. Sprechen Sie, Mr. Thor? Ist gut bei dir? Tor, ist breit plus groß, Tür, ist schmal plus groß. Ja, Mr. Seitsching, das ist jetzt gar nicht einmal so falsch, was du da sagst, aber in welchem Zusammenhang jetzt? Du hast einen entscheidenden Faktor vergessen, der Tür- oder Suppenschüssel. Ui, ist ja hier, da ist ein Marschall da. Ja. Wo gehst du hin? 1 Marschall ist am Start. Zombies, Apokalypse, Ende der Menschheit, danke. Okay. Ja, was ist jetzt dieser Fisch oder was? Ja, nein, das nehmen wir nicht, das ist nicht zauberhaft. So, Mr. Thor. Oh, da müssen wir gar nicht durch. Ja, lull. Ganz fein, Konzertgäste waren richtig geil. Sehr gut, das ist doch wohl die Hauptsache. Ah. Dann haben wir eben ähnliche Erfahrungen gemacht. Was heißt das schon? Es ist dumm, Spotty, habe ich dir. Dinge zu beschweren, die wir nicht ändern können. Wer sagt, wir können nicht? Alles fit bei dir. Alter, da geht's aber vielleicht noch ganz schön weit oben, gell? Sicher, bei dir auch? Selbstverständlich, Spotty. Bist du schon wieder im Lande? Oder bist du noch in Urlaub? Zu einfach. Okay, nice. Bin zu Hause, Mrs. Spotty Gesumpfling. Oh ja, ist Mrs. Spotty krank? Dann wünsche ich ihr natürlich von Herzen schnelle Genesung. Und gute Genesung auf alle Fälle. Aber da ist sie mit dir ja im besten Händen. Brauchst du dein dummes Scheiler mal weg, Tor? Jetzt haust du mal kaputt oder so? Also ungefähr. Ja, ich sag's nicht, schau, man muss einem nur die Arbeit schaffen, dann macht das auch. Eloy, habe ich die Ehre. Alles fit bei dir, schön, dass du einer schaust. Nur schauen, dass ich keinen überlese. So. Wir sind weit weg von Ivaldis Werkstatt, oder? Weit genug. Sicher und selbst alles bestens. Freut mich, dass bei dir auch alles gut ist. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Aufenthalt. Und einen angenehmen Sonntag wünsche ich dir natürlich. Abgesehen davon. Sowieso klar. So, was haben wir jetzt da? Oh, da wird's einmal hell, da schon her. Blasse Wiesen. Wenn ich das ganze Jahr eingefriert werde, werde ich auch blass aus der Wische. Und das so gegen Kobover, wie es ist, gell?
Aber man kann halt einfach nichts sagen, das Spiel ist halt von der Welt her, von der Overworld halt schon geil gemacht. Also egal in welcher Welt wir uns jetzt aufgehalten haben, es war bisher immer geil zum Anschauen. Ja? Egal ob du jetzt in irgendeinem Tunnel drinnen bist, in irgendeiner Insel oder in irgendeinem Schneegebiet, es schaut einfach gottlos gut aus. Kannst einfach nichts sagen. Und da stinkt es aber auch noch. Verdammt, Ja. Vergessener! Vielleicht nicht in ein Tier. Nein, ich wollte mich doch nicht verwandeln. Aber ich glaube trotzdem, dass sie dich platt machen würde. Oh, ich weiß, dass Truth mich platt machen könnte. Wette, du bist froh, dass ich dieses Mal so Au. gern geschehen. Ich sagen, das Schwert leistet da drüben gute Arbeit. Ein Glück, dass sie auch mithilft. Wolfborn einfach OP. Ja, der Tor, wenn der sein Oma bewirft, dann tut's weh. Liebe Edelläufer, du sprengst hier auseinander und puff. Problem gelöst. Ja, der war aber, Nachdenken, keine Gefühle. der war aber jetzt nicht wirklich schwer. Gut, mehr Loot, mehr Loot. Mehr Loot, mehr gut. Mehr Loot, mehr gut. So, der wir erst einmal schauen, was das uns da gibt. Shit, ich schätze mir, dass wir da durch müssen. Da durch, vor uns. Bringen wir. Tor? Weiten Sie Ihres Amtes? Das wird lustig. Also, Ich das glaube nicht, dass wir dorthin gehen sollen. Na und? Ich sag, das wird lustig. Das war's. Also ich muss vielleicht schon sagen, ein Team haben wir schon ein gutes, gell? Der Tor und ich. Welcher Schwierigkeitsgrad? Normal. Normaler Schwierigkeitsgrad. Also ich wollte es nicht auf schwer spielen, weil ich keinen Bock nicht habe, dass mir jeder Gegner gefühlt one-shottet, und ich wollte es aber auch nicht auf leicht spielen, weil wir haben ja Pro-Gamer gewissermaßen. Kappa. Hier hoch. Da scheint ein Weg zu sein. Ein Durchgang kommt sofort. Auf schwer ist es krampf, normal geht schon ganz gut. Ja, ich finde ja. Ich finde, es ist ein guter Mittelweg. Also auf normal haben wir jetzt 2 oder 3 Situationen gehabt, wo es sehr knackig war, aber machbar. Tja, ja schon. Es ist anders, als ich es kenne. Auf gute Art. Servus Manuel. Genau die richtige Begründung. Ich wollte es nicht auf schwer spielen, weil ich bin ja genauso Angel. Alles andere ist ja ein Chaos. Noch nicht. Noch nicht. Ja, das kann schon sein, dass noch das eine oder andere schwere Ding kommt. Wir müssen wohl diese Klippe hin. Manuel ist fit bei dir. Und ich denke, es ist besser, wenn man es kommen sieht. Ja, man merkt schon, der Tor taut so, also das ist jetzt vielleicht ein lustiges Wortspiel, meine ich aber nicht so, der Tor taut in unserer Anwesenheit so gefühlstechnisch ein bisschen auf. Ja, er findet tatsächlich ein bisschen einen Spaß im Leben. Ich bin gespannt, wie das ausgeht, also so gern gewiss ist. Nebelfelder. Aha, so neblig ist es aber noch gar nicht. Hoppala. Tor hat Spaß? Ja. Erster Durchgang habe ich auf Bitte um Gnade gespielt, jetzt im zweiten auf Normal und dann schauen wir mal. Was ist denn Bitte um Gnade? Bitte um Gnade ist schwer, oder was? Oh, da ist ein Berserker-Gegner. Berserker Grabstein. Machen wir auch noch on-stream, das habe ich ihm versprochen. Ja, ist gut. Nun ist es ja Wochenende. Sehr schön. Das freut mich, dass bei dir alles im grünen Bereich ist. Und bald da.
Vielleicht. Ich Aha, schau mal. der Tor steht da, das heißt, da geht's weiter, dann gehen wir mir erst mit da lang. Hey du, schießt dir meinen Pfeil an wahrscheinlich. Ah, da ist der Berserker-Grabstein, okay. Der unternormal, okay. Ja, ist ja voll okay. Man, ich sage immer so, ein Spiel soll Spaß machen. Es soll kein Krampf nicht sein. Ja? Und wenn ich halt Spaß am Spiel habe, wenn ich es auf nur in Anführungszeichen auf leicht spiele, ja, warum denn nicht? Das ist doch voll okay. Es sagt ja sogar die Erklärung zum Schwierigkeitsgrad, wenn du auf leicht spielst, ja, um Spiel zum Genießen. Ja? Und das ist doch voll okay, also. So. Galva! Okay. Jetzt nur linear dahin? Ja. Okay. Mods, könntest du mir einen Shoutout für den Manuel machen, bitte? Ich brauche eine Herausforderung. Ja, gut, das sind wir. Genau, das ist ein Shoutout für den Manuel. Hat vor kurzem erst angefangen zum Streamer. Macht, wenn ich jetzt richtig informiert bin, Monster Hunter Content. Also gern mal draufschauen, mal das Herz da lassen. Ne? Support ist kein Mord, vor allem wenn er kostenlos ist. Bitte, Dankeschön. So schnell kann ich nicht tippen. Das ist aber eigentlich ein Armutszeichen, weil der Sei hat noch 8 Promille in der Legend und du nicht. Danke für den Shoutout, kein Thema. Kein Thema. Thor, ich hoffe, es läuft alles gut, wenn du Sif und Thrud wieder siehst. Tja, hoffen ist besser als glauben. Ist ein Anfang. So. Alter, wir kriegen da unfassbar viel Kohle. Aber Fähigkeiten? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da noch welche dazukriegen. Schaut fast nicht so aus. Aber gut. Ich bin auch an einem PC, der ist nicht der schnellste. Neuer PC wo? Eloy, vielen lieben Dank für dein Following. Angenehmen Aufenthalt. Schön, dass du bist. So, aber mit dem Bimbus, dann wird das schon. Au! Was spritzt dir denn du überhaupt ein? Zupf dich. Oh. Sturmgraz, habe ich schönen dritten Advent. Dankeschön, den wünsche ich dir natürlich auch. Einen schönen Sonntag. Schön, dass du bist. Ich hoffe, bei dir ist es fit. Müssen wir da hindrehen? So Leute, ihr wisst es ja schon, so gewissermaßen von meinem Stream, ab und zu rumpelt da mal eine Shoutout-Welle durch den Chat. Ja? So ähnlich wie es eine Laola-Welle in der Fußballstadion gibt, so gibt es bei uns Shoutout-Wellen. Ja? Checkt's die Leute bitte einfach mal aus. Ja? Jeder dieser Streamer sind unfassbar sympathische Menschen, machen unfassbar guten Content, da lohnt es sich auf alle Fälle, dass man mal vorbeischaut und auch da aufs Herzlein drückt. Ja? Bitte, Dankeschön. So, wir müssen scheinbar da oben oder da um. Hier. Hab dich. Das war knapp. Danke, Thor. Ich wollte die Maske nicht. Loki, das ist es. Oha. Wir stehen kurz vor großen Dingen. All unsere Arbeit, gemeinsam. Gern geschehen. Tut mir leid. Ihr seid hier weshalb? Sein Vater tötete Heimdall. Forseti hat Beweise. Schnappt ihn. Nein, lasst ihn in Ruhe. Ich befehle es. Du sagtest, es wird kein Asenblut mehr vergossen. Du sagtest, Familie geht vor.
Glaubst du nicht, dass es Vergeltung dafür ist, dass er sich hier aufhält? Er hat deine Enkeltochter in Gefahr gebracht. Deinen Sohn unglücklich gemacht. Loki hat Heimdall nicht ermordet, sondern sein Vater. Deine Tochter ist alt genug, ihre eigenen Fehler zu machen. Und dein Ehemann hat wieder zu trinken begonnen, weil er es wollte. Wegtreten! Ihr zwei, auf ein Wort. Ich ahne es. Ich ahne es. Aladdin, habe die Ehre. Siehst du nicht, was hier geschieht? Er beschützt uns nicht. Magni, Modi, unsere Jungs. Wir erzählten ihnen Geschichten und saßen am Feuer. Erinnerst du dich? Wir haben ihnen Holzpferde geschnitzt. Wir haben gespielt und gelacht, bis die Sonne sank und sie bei uns eingeschlafen sind. Dann schickte Allvater sie in den Kampf wie brüchige Messer gegen eine Gebirgswand. Und wofür? Was, wenn Thrud stirbt? Oh, jetzt waren wir wieder zintig auf dem Odin. Oder auf uns. Du tötest meine Söhne, schläfst in ihren Betten, bringst meinen Vater gegen mich auf, meine Tochter. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Weißt du, mir ist endlich etwas eingefallen, das ich dir beibringen kann. Hey, lass das! Cindy, ich hoffe, du hast recht. Sindri, Boah, leck, war das knapp. Atreus. Wow. Zum Glück geht's dir gut, Junge. Kam gerade rechtzeitig raus. Aber in Asgard bin ich wohl nicht mehr willkommen. Warte, Okay, warum wart ihr jetzt. hier draußen? Sindri sagte uns, wo du ankommen würdest, wenn du Ärger hast. Oh, ich dachte, ihr wärt ohne mich auf Erkundung. Nein, Junge. Dein Vater hat sich Sorgen gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst... Mimir, Ach bitte. Zu Hause ist alles so voll und angespannt. Vermisst du nicht, dass wir drei losziehen und Abenteuer erleben? das unvermeidliche Rauszögern. Ganz genau. Nicht die schlechteste Idee. Muss ich einen kurzen Cut machen? Also, meine Theorie, dass der Thor später nimmer unser Gegner ist, die hat sich gerade massivst widerlegt, so wie ich das sage. Der hat nämlich jetzt durch seine Frau mehr oder weniger schon ein bisschen so die Augen geöffnet gekriegt. Und wir haben ja jetzt richtig mehr oder weniger so schon mitgekriegt, wie kaltherzig der Odin ist. Der scheißt sich gar nichts um die anderen. Der ist nur auf sein eigener Trip mehr oder weniger. Dem ist es völlig egal, was mit den anderen Göttern passiert, unterm Strich. Und das passt halt ich weiß jetzt leider den Namen von Thor seiner Frau, Thrud? Wurscht. Dem seiner Frau passt es absolut gar nicht. Und der Thor war jetzt eigentlich schon so weit gewesen, dass er einen Atreus und Schädel oberhaut. Ja? Ganz klarer Fall. Also jetzt, es spitzt sie massivst zu jetzt mittlerweile. Ich will allen die Maske zeigen, aber das hat Zeit. Du werdest noch blöd aus der Wäsche schauen. Ich habe auch Theorien gehabt, aber naja. Ich bin gespannt, ohne Scheiß. Voll die gute Grafik, die Spiel ist Wahnsinn. Wenn bereit, zu Sindri zurückkehren. Ja, Sie haben wir bereit. Ich meine, hallo. Was so direkt um sich. Halt dein Fotzen da drin, du hast mir gar nichts zum Sagen. Bin wieder da. Du hast's geschafft. Ich hole Tier. Komm zu uns an den Tisch, wenn du bleiben willst. Seht ihr? Ich sagte doch, der Schlüssel bringt ihn heim. Wegen einem Schlag mit einem Hammer. Zwergenmagie ergibt keinen Sinn. Nicht wahr? Das eine Mal hat Lunda mir ein Brustschild aus Hundegebälk. Bei dir ist es gut blau. Wie meinst du jetzt gut blau? Mir geht's gut. Müssen wir nur, überhaupt dass hin? dieses Ding den Preis wert war. Du hast sie. Was hat sie dir gezeigt? Ich konnte sie noch nicht benutzen. Ich musste fliehen, wegen Heimdall. Aber zumindest hat Odin sie auch nicht. Aber wenn du keine Antworten von der Maske bekommen hast, hast du das einfach nur Beidel ist Odins blau. größten Schatz gestohlen. What? Gleich nachdem dein Vater seinen treuesten Anhänger tötete. Bei mir Niemand schaut das ist Battle sicher. normal aus. Nicht mal hier.
Wir haben also keine Wahl. Wir finden Sutr, blasen das Djatla-Horn und führen Odin seiner Strafe zu. Jetzt. Du würdest jede Seele in Asgard einäschern und es Notwehr nennen? Schmiedet er auch mal einen Plan oder macht er nur die der anderen schlecht? Der offensichtliche Plan liegt direkt vor uns. Wir brauchen Odin für die Maske nicht. Wir schleichen uns nach Asgard und nutzen sie selbst. Direkt vor seiner Nase. Wir holen uns das Wissen, um diese Kriegsprophezeiung ein für alle Mal zunichte zu machen. Nur, so leid es mir tut, haben wir keinen Weg nach Asgard. Sie haben das große Horn, oder nicht? Oh, Sie sollen sich also nach Asgard schleichen und ein Horn blasen, das durch alle Welten schallt? Ich meine, dass du mir den blauen Hintern lecken kannst. Bitte. Die zwei. Denkt einfach mal darüber nach. Türs Plan überdenken. Diese Maske. Die leichten Antworten, die sie verspricht. Eins weiß ich. Abkürzungen haben ihren Preis. Atreus, du hast sie getragen. Was meinst du? Sie ist eine Chance. Schlimmstenfalls nutzen wir sie als Köder für Odin. Bestenfalls, wenn sie wirklich alle Antworten hat, gehen wir unseren eigenen Weg. Und niemand muss sterben. Toll. Jetzt brauchen wir nur einen Weg nach Asgard. Ich weiß, dass ich eine Bürde gewesen bin. Oh, jetzt kommt's. Ich weiß, ihr habt euch gefragt, warum ihr mich aus diesem Loch geholt habt. So wie ich. Jetzt weiß ich es. Hierfür werde ich gebraucht. Das ist meine Bestimmung. Ein letztes Mal nehme ich meinen Speer und ich führe uns nach Asgard. Ja, endlich wird der Kriegsgott mal zum Kriegsgott. Aber wenn du einen Weg nach Asgard weißt, wo genau war denn diese Idee die ganze verdammte Zeit? Das ist eine ziemlich vernünftige Frage. Du hast Asgard geschützt. Du hättest uns alle umgebracht. Und wir mussten Loki Zeit geben, sein Schicksal zu finden. Hier ist es. Alles führte genau hierher. Wenn wir wirklich reinkommen, dann hole ich mir Odin. Ich halte dich nicht auf. Wir können beides. Ganz richtig. Wenn uns die Maske keinen Ausweg bietet, dann wenigstens einen kleinen Vorteil. Nichts dagegen. Dann lasst uns gehen. Und zwar schnell, bevor er weiß, dass wir kommen. Er hasst Überraschungen. Leid, meine Nackenhaare stellen sie auf. Baum. Ich will immer noch die Details hören über diesen, neuen Weg nach Asgard von dir. Spuck's aus! Ein uralter Pfad, von hier erreichen wir ihn nicht. Wo dann? Ich hol nur meine Sachen, dann zeig ich's dir. Du hast keine Sachen. Und wohin willst du mit dieser Maske? Das Ding gehört dem Jungen. Er hat's verdient. Was geht mit ihm jetzt? Du hast nichts gemacht als halbwegs essbare Suppe. Rock, ist schon gut. Ist es nicht? Die Sache stinkt. All diese Teile passen gar nicht richtig zusammen. Wie, dass er die ganze Zeit Loki zu dir sagt. Du kennst seinen richtigen Namen. Hey, ich rede mit dir. Hältst du jemals den Mund? Was? Ausgerechnet. Odin. Lass den Jungen gehen und stell dich mir. Dein Bruder soll mir die Maske geben, dann bin ich dabei. Stehen. Freya? Wenn er stirbt. Na, das war nicht der Teil des Plans, aber wenn er stirbt, sind wir quitt wegen Heimdall. Und ganz ehrlich, da hab ich drauf gelegt. Ich werde dich töten. Verlass dich drauf. Schön wieder Zeit mit dir zu verbringen. Freya, bitte! Wie? Du kannst nicht an zwei Orten zugleich sein, Freak. Hey, ich halt still und ihr auch. Tut nichts, was ihr noch bereut. Ich bereue viele Dinge. Dich zu töten wird nicht dazugehören. Jetzt lass ihn los! Ich hab die Kontrolle. Hier. Her mit der Maske. Los. Zu schade, Junge. Wir führen wohl doch einen Krieg. Wehe, wenn der stirbt. Du musst es.
Geh nicht. Geh nicht. Na, vielleicht, wenn ich zum See zurückgehe? Lass es. Ich weiß, was du getan hast. Und ich vergebe dir. Aber du musst aufhören. Du musst loslassen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Doc. Hä? Die ganze Zeit. Also, was machen wir jetzt? Jetzt töten wir Odin. Und jeden, der uns aufhalten will. Atreus. Komm. Was? Wohin? Das spielt keine Rolle. Wo geht ihr hin? Wir sind raus. Was? Du kannst nicht davor weglaufen, Kratos. Odin wird nicht aufhören, bis wir ihn aufhalten. Wir brauchen dich hier. Eigentlich wollte ich vorher sagen, dass ich jetzt da 100.000%ig davon ausgegangen bin, dass jetzt richtig episch wird. Aber holy shit, was war denn das jetzt bitte für ein Plot-Twist? Was war denn das jetzt bitte für ein Plot-Twist? Ist das jetzt ernsthaft so, dass die ganze Zeit über der Tür der Odin war und der uns eigentlich die ganze Zeit unterwandert hat? Und vor allem, warum ist jetzt der Brock tot und wo haben die hin? Ich komm gerade nicht klar drauf. Das war jetzt, ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Seit der Befreiung Tür ist wirklich tot. Alter, was ist denn das für ein krasser Plot-Twist? Kattel habe ich dir, abgesehen davon. Also der Story-Twist, der ist heftig. Der ist absolut geisteskrank. Dass der Tür nicht der Tür war, sondern die ganze Zeit der Odin und der Tür wirklich am Arsch ist. Bist du bescheuert? Und der Kratos hat jetzt offensichtlich keinen Bock mehr. Wo sie irgendwie auch nachvollziehen kann. So. Aber dem Frieden traue ich jetzt tatsächlich nicht. Da passiert noch was, 100%ig. Ja, mit dem wir weiter. Thor doing Thor things, like always. Du meinst Odin, oder? Heim. Oli so, boah, nein, kann nicht sein, ich hab halt immer nur kein Blut gesehen. Ja, ich glaub, das kommt noch. Ich glaub, das kommt noch. Also, dass jetzt da nichts mehr passiert, dass der Kratos sich da raus hätte, das kannst du den Plänen verzeihen. Ja, also, wir werden noch nach Asgard gehen. So weit kann hoffentlich ja jeder spekulieren. Kratos und aufgeben, nope, genau. Das ist wie, das geht nicht. Das ist unmöglich. War der Tür nicht auch ein Riese? Ja, richtig. Warte, können wir...
Ich möchte jagen gehen. Ich folge dir. Wir sind bei dir, Atreus. Aber jetzt geht die Spannung steil. Noch spannender als jetzt, also ohne Witz, das Segment jetzt gerade, das war jetzt, was storymäßig angeht, war das richtig intens. Ne, also die von der Erzählweise her. Du kriegst jetzt einfach ins Gesicht geworfen, hey Alter, ihr seid einfach komplette Vollidioten, der Tür ist schon lange tot und ich tarn mir einfach, also aus Sicht von Odin, ich tarn mir einfach als Tür und lausch allem, was ihr einfach vorhabt, damit ich immer im Bilde bin. Das ist richtig geil, der Twist ist richtig geisteskrank. Mit dem kannst du nicht rechnen, das ist unmöglich. Was jagen wir? Hirsche. In welche Richtung gehen wir? In Richtung der Hirsche? Trost suchen. Ja, suchen wir mal einen Trost, indem wir irgendwas jungen. Ah, Flauschnädel. Ah, die können wir wirklich rufen. Wir brauchen einen Flauschnädel, du schau her. Du bist ja so braver Flauschnädel. Und da hat er tut Pfoten putzen. Flauschig. Ja, du bist ein braver, gell? Ja. Ja, bist müde. Da war jetzt anderer. Wo meine Lieblings-D&D-Runde damals, wohin gehen wir? Plotwärts voran ist. Plotwärts. Das ist kein Spoiler, aber ich kann nur sagen, dass da 4 keine Erklärung gefunden haben, also denke ich, ja, der ist irgendwann gekillt worden. Ja, wahrscheinlich wird er Seilscheibe vom Thor, weil der Thor hat die Riesen getötet. Also Tipp, entweder der Thor oder der Odin selber. Also eigentlich, normalerweise war es der Thor. Na gut, Atreus wo? Ah. Baf, danke dir für den Raid. Wunderschönen 3. Advent. Wie geht's da? Wie war der Stream? Gerne einmal beim Buff vorbeischauen. Auch das Herz halt da lassen. Willst du darüber reden, was passiert ist? Wisst ihr ja, Support und so. Ich habe Bitte, etwas Dankeschön. gehört. Hier lang. Er braucht nur Abstand. Hier. Spuren. Wir führen da entlang. Wart, wait a minute. Mir fällt grad was ein. Mir fällt da grad ganz was Entscheidendes ein. Wir haben einen, jetzt, gerade weil wir jetzt in das Gebiet gehen, wir haben ein Wesen übersehen. Es gibt da noch so ein gewisses Wesen, was da noch unterwegs sein kann. Und vielleicht twistet da wieder was. Ne? Und der Tor taucht hundertprozentig bald wieder auf. Meine, bin ich mir auch fast sicher. Dem Tor, an Tor stinkt so stark, was das mit dem Loki jetzt angeht, ja. Der will an Loki bzw. an Atreus einfach umhauen. Der kommt safe nur mal. Baf, danke dir. Dir auch einen schönen Sonntag und merci für den Raid. Atreus, Gewalt verändert uns. Ihre Auswirkungen zu spüren ist keine Schwäche. Wir alle spüren die Auswirkungen. Ich hab so eine Vorahnung, wer jetzt dann gleich kommt. Die Richtung stimmt. Dort sind zerbrochene Zweige. Los. Ich sehe es ständig vor mir. Das Messer. Rock. Sindris Gesicht. Sohn. Da ist er. Okay. Ist ja flauschig. Ellbogen hoch. Präzision vor Tempo. So, das Herz ist da gewissermaßen da hervorn, glaube ich, bei Wildtieren. Ne? Ich bin jetzt leider kein Jäger, nicht? Aber das müsste eigentlich irgendwo...
Er schießt nicht. Wieso? Jetzt läuft er weg. Und wir auch. Ich verstehe nicht. Ist ein Tier verwundet, muss es die Blutung stoppen. Oder es stirbt. Wir wurden verwundet. Und das ist eine Ablenkung. Es ist meine Schuld. Nein. Nein. Wir sollten zu Sindri. Ich hab grad Gänsehaut einfach. Ich habe so eine Ahnung, wo er sein könnte. Gut. Spielen wir jetzt aus Atreus? Nein. Moment, dann macht es aber Sinn, warum alle einen Hass auf Odin schießen. Der Odin hat den Thor befohlen, die Riesen zu töten, obwohl der Odin ein Arsch zu ihm ist. Ja, ganz genau. Das hast du ja vorher auch bei dem Segment gesehen, wo der Atreus die Masken endlich geholt hat. Er hat einen Thor keines Blickes gewürdigt. Der Thor hat also gesagt, so in einem abfälligen Ton, ja, gern geschehen. So quasi, du Wichser, so auf die Art, ne? Das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Der Odin scheißt sich rein gar nichts um die anderen um ihn herum. Ja? Der ist nur auf sein eigener Trip. Der will irgendwas in dem Riss sehen. Oder der will sehen, was in dem Riss drin ist, weil er meint, da kann irgendwas sein, was ihm zu noch mehr Macht verhilft oder wie auch immer. Und alles andere ist ihm wurscht. Ja? Und deswegen glaube ich, oder deswegen habe ich ja geglaubt, dass sie alle Asen früher oder später am Ende gegen ihn stehen und sich mehr oder weniger mit uns verbünden. Vielleicht dreht sich der Thor nur mal um, ne, dass er an Loki gar nichts tut. So dass er erkennt, hey, das, was die wollen, ist ja eigentlich gar nicht mal so übel für uns. Ja, das eigentliche Übel ist unser eigener Allvater. So, mehr oder weniger, ne? Aber das werden wir erfahren. Können wir den Schlitten nehmen? Ich muss mir überlegen, was ich zu ihm sagen will. Natürlich. Aber richtig gut gemacht. Also du kannst einfach nichts sagen. Das Storytelling 6 Sterne. Da kannst du nichts sagen. Das ist richtig stark gemacht. Oh nein! Hätte ich an meine Fehler erinnert. Unsere Taten haben Folgen. Daran erinnert zu werden, ist keine Strafe. Scheint aber so. Oh, Mama Bär! Die haben es aber da jetzt erst hergemacht. Die liegt normalerweise... Die liegt da normalerweise nicht da. Also zumindest die letzten Male, wo wir da vorbeigelaufen sind. Fazit vom Spiel, rennt der Firma schlecht, müssen Köpfe rollen. Ja. Story Game of the Year. Hat's ja gewonnen. Echt? Ist das schon durch? Ist God of War Game of the Year? Okay. Die Täuschung durchschaut hättest, die keiner von uns sah. Einen unvorhersehbaren Angriff gestoppt. Elden Ring hättest. overall. Es gibt kein Wenn, Atreus. Dein Vater hat recht. Einige Dinge können selbst Götter nicht kontrollieren. Sag einmal so, du kannst mit denen 2 Titeln auch nicht wirklich was falsch machen. So gegen es ist. Oh ja, Flauschi. Speki. Ja, flauschig. Sie wirken auch nicht so filzig. Ne? Die sind zauberhaft. Die nehmen wir. So, Schlitten von mir ist mal. Kommt. Ob wir die barrieren, gell? Ja, aber die Story hat God of War geholt. Ja gut, Elden Ring an und für sich. Story in Souls-Spiele relativ, sag ich mal. Ist klar, dass da God of War dann natürlich deutlich die Nase vorn hat, wo Storytelling angeht. Ich muss auch wirklich sagen, die Story bisher ist ja absolut bahnbrechend.
Hier ist Tempel. Das ist unser Ziel. Tür ist Tempel, okay. Also müssen wir zum See. Mich darf mal interessieren, ob man mir Ermengandir nochmal singen. Also die Weltenschlangen. Game of the Year, What's Once Sword, God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West, Stray, Xenoblade Chronicles 3. Die wir irgendwie zurückbringen. Okay. Da sage ich vielleicht noch im Stream noch was dazu. Vielleicht finden wir einen Weg, es wieder zu tun. Ich fürchte nicht, mein Junge. Wenn eine Seele ihre Fildia, ihre Richtung verliert, so wie Brox die physische Gestalt verlässt, dann erreicht sie den Seelensee. Er ist nicht nur tot. Ihm wurde das Jenseits verwehrt. Da ist nichts zum Zurückholen. Er ist wirklich weg. Deus, wenn es etwas gäbe, das wir tun könnten, dann würden wir es tun. Versprochen. Ich weiß. Es war ein dummer Fehler, überhaupt darauf zu hoffen. Okay, der Brock ist also wirklich tot. Wow, hey, warum denn? Als der See noch Wasser war. Ich möchte einfach in ein Boot steigen und von hier fortsegeln. Von allem. Man kann nicht vor seinen Fehlern davon segeln. Man kann sie unmöglich vergessen. Ich habe es versucht. Ja, sie folgen dir überall hin. Egal, wo du hingehst, Junge. Das ist halt gerade so interessant, weil halt der Kratos absolut weiß, wovon er spricht. Er weiß einfach, was Sache ist. Ja? Alle Taten, die er da hat, haben nicht rückgängig zu machen und er muss mit den Sachen leben, die wo er angerichtet hat. Und im Endeffekt, am Ende des Tages, und das kannst du nicht von der Hand weisen, der Kratos ist dafür verantwortlich, dass seine Welt untergegangen ist. Fakt. Er ist eigentlich schuld. Ne? Auch wenn die Götter Scheiße gebaut haben und vielleicht der eine oder andere nicht berechtigt gestorben ist, ne? Aber am Ende des Tages ist der Kratos derjenige, der schuld dafür ist, dass die griechische Welt untergegangen ist. Nur so ein bisschen, nicht schlimm, ja. Jetzt schaue ich mal schnell, ob ich da noch etwas aufwerten kann. Ich glaube aber... Ah, da haben wir noch was, da schau her. Da haben wir noch etwas. Da ist sogar noch was gesperrt. So, da haben wir jetzt alles. Ja, da passiert noch einiges, weil wir da noch den kompletten Fähigkeitenbaum haben. Nur so ein bisschen. Und wieder aufgeblüht. Segeln willst. Mit einem klaren Ziel. Der Aufzug am Ende der Brücke sollte noch funktionieren. Dann können wir hoch zum Tempel. Ein Loki, also ein Atreus, ich weiß nicht, wie ich ihn nenne, also ich nenne einfach Atreus, weil er halt einfach schon immer der Atreus war. Dem geht das halt brutal nah, dass der Brock durch das jetzt, ne, leider draufgegangen ist. Hätte ich halt auch nicht gerechnet damit, dass einer von denen zwei stirbt, weil die einfach immer so die waren immer so außerhalb vom Geschehen. Die waren zwar mittendrin, aber halt nicht dabei, ne? Ich hätte noch eher damit gerechnet, dass irgendwie, weiß ich nicht, Freya noch stirbt oder irgendwie sowas, aber dass einer von den Zwergen stirbt. Moment einmal, kann es vielleicht sein, dass man jetzt die Jörmungandr ist auf jeden Fall nur da. Ist das der Kopf? Schläft die? Oder ist die hier? Weil das da hinten ist definitiv der Kopf. Der Leben tut es auf alle Fälle noch, sie bewegt sich, also schläft's. Ja, aber vielleicht kommt bestimmt noch mal, die ist doch nicht nur einmal da. Atreus, warum glaubst du, dass Sindri dort sein wird? Dort fanden er und Brock sich wieder. Etwas Zerbrochenes neu schmieden. Er wird dort sein. Haben wir noch eine Truhe, oder? Die nehmen wir natürlich mit. Aggressionsbewältigung, Silberstufe abgeschlossen. Das halt. Oh, aufgemerkt, Freunde, da ist er. Oh, na.
Sindri. Sindri, es tut mir so leid. Nein. Nein, ich will's nicht hören. Du weißt nicht, was Leid ist. Odin wird damit nicht davonkommen. Meinst du den Odin, den ihr in mein Heim brachtet? Er hielt uns zum Narren. Oh. Aber manche von uns waren die größten Narren. Nicht wahr? Ich gab euch alles. Meine Schmiede. Meine Freundschaft. Mein Heim. Meine Geheimnisse. Meine Schätze. Und ihr nahmt einfach nur. Und was habe ich jetzt noch? Nicht einmal meine Familie. Du willst leiden? So sieht echtes Leid aus. Was können wir tun? Wir? Es gibt kein Wir. Es gibt nur euch. Koste es, was es wolle. Was ihr tun könnt. Ihr könnt euch verdammt nochmal verpissen. Komm, Atreus. Lassen wir ihn. Trauere, wie du wünschst. Ich dachte, wir wären auch Familie. Waren wir. Können wir mir bitte mal F für einen Brock in den Chat schreiben? Er war halt mit Abstand einer der lustigsten Charaktere in dem Spiel. Oder auch im Vorgänger. Ja. Mit seinen Sprüchen, wo der oft droppt hat, es war oft schon zum Wegwerfen. Also, muss ich jetzt ehrlich sagen, lädt mich am Arsch, ich hätte nicht gedacht, dass er stirbt. Muss ich eigentlich wirklich sagen, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte vielleicht gemeint, da gibt es noch eine Möglichkeit, dass er irgendwie nur mal zurückkommt. Man, ich kann einen Sindri irgendwie verstehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen unfair, dass er uns... Oh, leck, wie der Atreus schaut! Aber andererseits auch ein bisschen unfair uns gegenüber, weil wir haben es nicht ahnen können, dass der Odin uns unterwandert. Das ist nicht möglich gewesen. Aber gut. Game of the Year, Elden Ring, Story of the Year, God of War, Best RPG of the Year, Elden Ring, Best Action Game, Bayonetta 3, Best MMO, Splatoon 3, Best Fighting Game, Multiversus, kenne ich nicht, Best Racer, Gran Turismo Sim, Best Strategie, Mario und Rabbids Sparks of Hope. What? Okay. Best Indie Stray, Best Ongoing Series, Final Fantasy 14, Best Family Game, Kirby und Best eSport, Valorant. Okay, interessant. Ja, also, dass zum Beispiel so Sachen wie Stray, Best Indie-Opera, man, das war abzusehen. Also Stray war schon geisteskrank gut für Indie-Spiel. Ich hab's zwar selber nicht gespielt, aber ich hab's beim Mike gesehen, ich hab's bei der Yassi gesehen. Es ist schon verdammt gut gemacht gewesen. Mozart, danke für den Lurk. Aber gut, ja, jetzt müssen wir halt mal. Er ist halt komplett gebrochen. Atreus einfach komplett gebrochen. Naja. Schauen wir, wie es weitergeht. Das kann ich nicht wieder gut machen, oder? Nein. Aber mir wird es besser gehen, wenn wir Odin seiner gerechten Strafe zuführen. Gerechte Strafe. Das ist nicht, was uns antreibt. Sondern Rache. Jeder meiner Pfade führt mich stets zur Rache. Vielleicht haben wir sonst nichts. Wir müssen zur Freya zurück. Okay, also zurück zur Freya. Hab grad gesehen, da gibt's da mehr Gewinner. 10. Wir ziehen wirklich in den Krieg.
So weit ist es gekommen. Ja. Best VR, AR, Moss kenne ich nicht. Best Game with Impact, As Dusk Falls, das habe ich schon mal gehört. Und Best Mobile, Marvel Snap, ja gut, Best Mobile Game, das mal interessiert die wenigsten. Mich persönlich freut As Dusk Falls, saugut Spiel. Okay. Aber das kann doch nicht sein, dass die Schlangen. Die haben wir genau ein einziges Mal nach Rat gefragt. Das war bei ihm, das war im zweiten Stream, glaube ich. Das gibt's nicht. Die muss nur mal kommen. Die spielt garantiert noch irgendeine Rolle. Als wir wieder in Svartalfheim waren und nach Tiere suchten. Das ist nicht, was ich wollte. Das war nicht das, was ich meinte. Nicht, wenn es bedeutete, Brok zu verlieren. Das wissen wir, Atreus. Das wissen wir. Wir haben Sindri wirklich alles genommen. Nimm dir Worte, die in Trauer gesagt werden, nicht zu Herzen, Atreus. Ganz gleich, wie treffend sie sind. Ich weiß, dass wir zu Freya gehen sollten. Aber es würde mir nichts ausmachen, hier in Midgard zu bleiben. Zumindest eine Weile. Ja, ein paar letzte Abenteuer, um uns von... Naja, so ziemlich allem abzulenken. Naja, die Abenteuer, die müssen leider noch warten. Wir wollen in der Story weiterkommen. Fokus Story. Ganz einfach chill halt, mein Bruder, immer der Stress. Ja, hallo, wenn das nicht stressig ist. So. Wissen wir überhaupt, ob Freya noch im Haus ist? Wieso sollte sie nicht? Odins Hintertürchen war auch sein Fluchtweg. Ohne den verflixten Raben, der wohl in der Besenkammer hauste, sollte das Haus sicher sein. Und für ihre Rache kann sie Verbündete brauchen. Ja, es ist jetzt unser aller Rache. Und also, kein falscher Tyr kann uns mehr beeinflussen. Oh, wie er Tyrs Streben nach Frieden verhöhnt hat. Und meins. Also wir gehen also tatsächlich in den Krieg. Obwohl es halt einfach wieder ein Rachefeldzug wird und der Kratos weiß, was Rache ist. Beziehungsweise wo die Konsequenzen draus sind. Das interessiert mich nicht, dein Boss kann mir einen Arsch kraulen. Du bist. Bist du dabei? Gut, es ist Zeit. Grummeln heißt immer ja. Zeit für was? Zeit, alle Welten gegen Odin zu vereinen. Ein für alle Mal. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn. Und selbst er scheiterte. Dann sollten wir nicht scheitern, sonst werden wir die Letzten gewesen sein. Dies ist Ragnarök. Und Odin kennt bereits jeden verdammten Plan, den wir haben. Ja, uns fehlt das Überraschungsmoment. Außerdem haben wir nur einen Weg nach Asgard und er ist nicht subtil. Giatlaron. Das heißt, wir kommen von Tyrs Tempel, hier. Asgards Mauer ist hier. Odins Schar an Einherja wird den Zwischenraum verteidigen. Was heißt, dass wir Armeen brauchen? So viele, wie sich mit uns erheben. Und zwar mehr, als Odin erwartet. Damit gelangen wir vor die Mauer. Um sie zu durchbrechen, benötigen wir Sutr. Ratatoskr gab uns inzwischen dies. Moment. Ich weiß, wo wir hin müssen. Vorzüglich. Verbündete. Wen haben wir denn zur Wahl? Ich reise nach Helheim und versuche es mit der Armee der Toten. Und ich gehe nach Alfheim und vereine die Alben. Einfach so. Die Alben vereinen. Nach Jahrhunderten des Kriegs. Naja, bin sehr beliebt in Alfheim. Und du? Nach Vanaheim. Ja, ich hole Sigrun und sammle die freien Walküren. Midgard hat keine Armee. Auch nicht Nibelheim und Jötunheim. Dann bleibt nur noch Svartalfheim. Ich gehe nach Svartalfheim. Sindri, bist du sicher? Ich sagte, ich gehe. Oh, Gott sei Dank ist er nicht mehr zintig. So sei es. Viel Glück uns allen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir befreien einen Sutor? Das ist doch der Gott, ist doch der Unterweltgott, glaube ich, oder? Ich bin mir, es ist ja nicht so ein Dämon auf alle Fälle. Den letzten Feuerriesen suchen. Da beneide ich ja fast die anderen um ihre unmöglichen Missionen. Okay, Muspelheim. Das ist Zeichen von Motzok, das muss gut sein. So. Alter, ich stell mir das gerade so bildlich vor, wie der letzte Akt abläuft. Ich habe jetzt gerade so kurz so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes gehabt, wo sie sich auf die Schlacht von Minas Tirith vorbereiten. Ich saß in seinem Schrein, als ich mit Thor in Muspelheim war. Thor, Keine Sorge, er hat's nicht mitgekriegt. das war nicht meine Sorge. Wenn wir Surtur finden, müssen wir ihn überzeugen, sich mit seiner Frau Shinmara zu vereinen. Motzokheim, ja. Ja, wenn sich die zwei, verbinden, erschaffen sie ein riesiges, Asgard-zerstörendes Monster. Du liebe Zeit. Entschuldigung. Ich habe da Zweifel wegen der Verhandlungen mit Reichswälger in Helheim. Ich glaube, sie wäre eher gewillt, mit jemandem zu sprechen, der zu den Verstorbenen zählt. Mimir, du wirst gebraucht. Oh, der Tod ist jetzt eine Kompetenz? Die zwei werden schon kurz ohne mich zurechtkommen. Und, würdest du bitte? Also gut. Vielen Dank. Wir kommen dann wieder zu euch. Wie einfach der wie der Mimir einfach hin und her gelangt wird, wie so ein Saufbecher. Weißt du schon? Ich sehe da hinten schon cool. Schmiede. Sutters Frau. Wo ist sie? In Nibelheim, glaube ich. Euka! Ich gehe jetzt Schichtfleisch machen, ihr kennt's mir alle mal. Ja, wie jetzt? Motzok, wir sind in deinem Reich. Muspelheim hat das Zeichen von dir, hat dein Zeichen. Wir haben das jetzt offiziell als Motzokheim getauft. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Achtung! Euka! Speer-OP, Freunde der Sonne. Ja, wie? Das Irrlicht verdoppelt sich! Ob sie ihre Prophezeiung sahen und dann getrennte Wege gingen? Ja, das hat auch das M, dieses M, das Zeichen, was du bei dir auf dem Twitch-Kanal zum Beispiel auch hast. Ich mag Muspelheim, da ist warm. Aber kalt wird er da nicht. Die M-Rune, ja genau. Dort, da drüben. Ah ja, da brauchen wir auf alle Fälle unser Hacke, weil das sind ja Feuergegner bekanntermaßen. Alter, was war denn das? Hast Bifrost an dir, sei vorsichtig! Ich wechsle Pfeile! Au! Sauber! Ja, hey, wie ein Schuh. Wo auch immer du bist. Du hast zwar keine Schuhe nicht, aber dann helfen wir halt den Tonschuh rein. Hände hast du genug.
I like. Die Schmiede könnte hinter dem Lavafall sein. Du kennst dich aus. Ich habe eine Vermutung. Das letzte Mal habe ich mir eine gute Übersicht verschafft. Genau, das war nämlich da unten. Da hat ja der Thor mal kurzzeitig dann seinen Spaß gehabt. Da haben wir ja mit dem Abstecher gemacht. Sein, falls er uns nicht helfen will. Gefasst. Laut Prophezeiung vereint er sich mit Shinmada. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen. Naja, ich weiß nicht. Ohne sie gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Wir müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören. Okay, da haben wir eine Runentruhe. Aha, und da müssen wir wieder die Fackeln anzünden. Okay, das war Nummer 1. Und da ist Nummer 2 und Nummer 3. Holy shit. Ah, warte mal. Kommt man da überhaupt dran? Oh, hier ist jetzt sau dumm grunzen, das gefällt mir schon wieder nicht. Euka! Ja, okay, da beschäftigen wir uns anders mit damit. Das passt dann schon. Der hat mich geärgert. Kacksiegel. Da vorne. Sei bereit. Phantom! Ei, ja, hab ich die Ehre. Greif an, wenn es leuchtet! Aua. Du bist in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Wolke! Wir müssen die Quellen ausschalten. Greif an, wenn es leuchtet. Ja, das sagst du so leicht. Zu den Pfeilen. Greif an, wenn es leuchtet. Hören. Ah, da ist auch noch einer. Euka! Oh, hi.
Patschi! Bin gleich bei euch. Danke dir für deinen Rage. Geht's dir gut? Willkommen an alle. Wie war dein Stream? Wir haben gerade mitten im Bosskampf. Au. Wir müssen die Quellen ausschalten. Ja, nice. Trotzdem schon. Servus, Kitsune. So, jetzt. Danke dir, Patschi, für deinen Raid-Name. Willkommen an alle. Stream war beschissen, war ein Zuschauer-Wunsch-Stream und nichts hat geklappt. Deshalb musste ich den abbrechen. Der wird nächste Woche wiederholt. Oh, was habt ihr gespielt? Oh, A Plague Tale Innocence. Nice. Ganz starkes Spiel. Wirklich sehr, sehr stark. Sehr zu empfehlen. Schön, dass du hat's. Also ihr merkt, die Zuschauer von Patschi, ich sprich Niederbayerisch, ja, ich bin ein Mundart-Streamer. Falls der eine oder andere das eine oder andere Wort nicht versteht, einfach im Chat schreiben. Ich oder die Community übersetzt sehr gerne. Ja. Ich wünsche euch natürlich alle einen schönen 3. Advent. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Patschi und ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Wir spielen heute God of War. Das Ziel wäre, die Story abzuschließen. Schauen wir mal. Das ist auch Arschloch, ja. Komische Mechanik. Was für komische Mechanik. Also, da man die Dinger kaputt machen muss. Gute Arbeit. Wenigstens gibt's Loot. Pause. Ich sag dir mal Basis, Alter! Ich halte dir erst einen Anzug, wenn du Stefan bist! Bist für einen Bayer gut zu verstehen. Das hört man gern. Ja, also ich habe mir sagen lassen, ich sprich gepflegtes Bayerisch. Ja, weiß ich nicht, wer das, ob das andere auch so sagen, aber scheinbar ist das so. Ja. Wie gesagt, wenn was undeutlich ist, einfach nachfragen, mir übersetzen gern. Der Rapanda möchte Pause. Ja, Pause machen wir jetzt noch nicht. So. Ja, wir müssen einen Zutur befreien. Wir müssen nah sein. Ich kann nur Fränkisch. Nehmen wir. Patschi, das nehmen wir. Da tun wir uns nicht oben. Das muss er sein. Wir fragen ihn. Erst damit Vasen kaputt pixen. Pause gibt's noch. Okay, ich glaube, da kommt wieder ein Bosskampf. Dieses Areal ist... Ja, wobei. Hallo? Sutur? Entweder ist er das nicht, oder er ignoriert uns. Komm. Freunde, ich glaube, da ist der Thron von Game of Thrones entstanden, wenn du mich fragst. Ja? Da liegen 2 Schwerter umeinander. Ja? In Wahrheit ist der Thron von Game of Thrones im Muspelhelm entstanden. Das sagt uns nur keiner. Pause abdrehen und zurückerstattet. Warte mal, da ist irgendein so ein geschissener Rabe. Ich höre ihn ganz genau. Wo sitzt denn der? Ich höre den Raben ganz genau. Ich habe keine Ahnung, wo der sitzt. Unlimited Bulwarks. Ja. Der war hinten bei der 3. Oha. Hallo. Wir suchen einen Feuerriesen. Hinfort. Was ist passiert? Hey, das war nicht. Erst kümmern wir uns hier um. Okay, danke für nix. Nächster Bosskampf, nice, das nehmen wir. Von links. Ach, das ist auch noch, ja toll. Jetzt eskaliert's aber da ein wenig, hä?
Keine Arme, keine Kekse. Achtung! Er ist der Wächter dieser Welt. Es ist sein Recht, sie zu verteidigen. Oh, das ist ein Auer, ne? Au, au. Okay, jetzt 2 ist tatsächlich gar nicht einmal so einfach. Ich wechsle Pfeile. Tu das, Atreus. Au. Du stehst in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. So. Boah, Alter, der nervt mich mit seinen Feuerwerkskörper. Rechts von dir. Ja, natürlich machst du jetzt den. Hey, what the fuck, der Drop. Der lässt die Brandbomben nicht mehr fallen. Jetzt hat. Der Vergessene ist betäubt. Leg los. Was ist deine Mission da hinten überhaupt? Oh, meglio va, buona che. Boah, den hast. Ja, not bad. First try, bitch. Wie du schon sagtest, wir brauchen ihn. So, die Frage ist jetzt. Die Frage ist jetzt, wie oft hetzt uns der jetzt noch Gegner auf dem Hals? Segen des Zorns, Angriffs- und Beendigungskosten von Spartas Rage Zorn sind Oh. Nice. People die when they hug. Ach nee. So, soll ich jetzt hier mal Hack gerne und Oschei rennen, damit es vernünftig wirst, oder was? Ich helfe euch nicht. Wer bist du? Der, den ihr sucht. Was noch übrig ist. Warum hilfst du uns nicht? Ich will einfach nicht. Erklär mir das. Direkte Antwort.
Wir sterben. Klar. Weil du ja so gerne lebst. Nicht ich. Sie. Was soll das alles? Du hältst dich also von Shinmara fern und wartest einfach auf den Tod? Wenn du bei ihr wärst, dann seid ihr zusammen. Wir sind zusammen. Ich hab ihr Herz. Sie hat meins. Es ist nicht viel. Aber es reicht. Aber du bist nicht... Warst du schon mal verliebt? Ist ziemlich schön. Dann wird Odin siegen. Und alle Welten außer Asgard werden fallen. Ja, er muss sterben. Das stimmt. Doch ich werde sie ebenso wenig opfern, wie du ihn. Tut mir leid. Guter Punkt. Komm. Warte. Die Klingen. Kann ich sie sehen? Jetzt kriegen wir so eine Special-Verzauberung auf unsere Klingen. Ja, da drin steckt urzeitliches Feuer. Sie sind nicht aus diesen Landen. Das macht nichts. Ja, könnte gehen. Was denn? Stoßt die hier rein. Was? Und ich werde euer Monster. Aber wir werden sie da raushalten. Aber die Prophezeiung sagt, ihr müsst euch vereinen. Bist du sicher? Was habe ich zu verlieren? Also wie du ausschaust, wahrscheinlich nicht mehr viel. Nicht hier. Folgt mir. Okay, was hat er ihm jetzt zum Sinneswandel verholfen? Wo gehen wir hin? Zum Weltenfunken. Und das ist... Der Ort, wo Nibelheim und Muspelheim aufeinandertreffen. An dem die ersten Bin kurz weg, kein Problem, Eloy. Ihr werdet da nicht durchkommen. Dass sein Alte dabei nicht drauf geht, okay? Price, ist dir kalt? Wenn ja, dann wendest du an den Burschen da, ja? Suter? Ich bin's noch. Besser als laufen. Was erwartet uns an diesem Weltenfunken? Magie. Protogonus-Dinge. Damit und mit deinen Klingen und meinem Herz wird alles gut. Ich werde groß. Dinge zerhauen. Wird Das ist dir gut. gefallen. Aber was passiert, wenn du dich veränderst? Keine Ahnung. Ich werde nicht mehr ich sein. Aber wirst du oder das künftige Du wissen, wann Asgard angegriffen wird? Ihr habt das Horn. Ja? Ja? Dann ist alles gut. Ha! Ich hab's genau gewusst, dass da eine Truhe ist. Suter, hast du am Anfang von allem? Ja. Wie war das so? Laut. Alter, wo haben wir denn jetzt? Der Weltenfunken. Es schaut einfach aus wie, keine Ahnung, wie im Weltall. Wir sehen uns drüben. Das ist viel zu einfach. Odin weiß, dass wir das Gjallarhorn haben. Er weiß, dass du die Maske hast. Nachdem Brok tot ist, denkt er, dass wir Surtur suchen, um den Krieg loszubrechen. Welche andere Wahl haben wir denn? Keine.
Das weiß er auch. Optisch gesehen wird da das ja, muss nicht unbedingt ein Lava sein. Ja, es gibt so ein Kaminfeuer zum Beispiel, ist da schon gelangen. Oder Fußbodenheizung. Ja. Gehen wir bitte. Bei Hilfe vorher sind am Discord. Ja, dankeschön. Also wie geil möchtest du das optisch machen, Santa Monica? Ja. Ich komme mir gerade vor, wie wenn wir, keine Ahnung. Wir haben heute legit im Weltall. Fleischhaus vorm Ofen. Mehr Fleischhaus ist mehr gut. Ah, da hinten ist was. Da, das habe ich im Urin. Da gibt's was. Ja, hallo. Ihr es nicht furchtbar eilig. So, Rage-Anzeige mir auffüllen. Gesundheit ist voll. Da sind wir. Was ist mit Shinmada? Sollen wir es ihnen nicht sagen? Nein. Das täte ihr zu sehr weh. Mehr als nicht zu wissen, was mit dir ist? Jemanden zu lieben heißt manchmal, den kleineren Schmerz zu wählen. Das ergibt keinen Sinn. Versprecht, dass ihr sie in Ruhe lasst. Versprochen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Shinmara drauf geht. Shooter, reicht es dich mit den Klingen zu stechen, um dein neues Ich zu erschaffen? Shinmaras Herz ist kalt. So wundervoll kalt. Dein Vater hat jetzt mein Feuer in diesen Klingen. Wenn genug von mir und dem Feuer des Funken in genug von ihr übergehen, sollte es klappen. Gut. Komm her. Das schaut brutal geil aus, ja. Zurück! Das wird wehtun. Oha. Und jetzt zum schmerzhaften Teil. Mein Feuer. Ihr Herz. Zusammen ergeben sie Ragnarök. Es ist Zeit. Das ist aber jetzt massivst in die Hosen gegangen. Was meinst du, wie lange das dauert? Valkyren? Valkyren! Odin muss sie geschickt haben. Oh nö! Rist und Mist. Ja, das ist wirklich Mist. Ich hätte eigentlich wirklich an Ollig. Oh ja, ist sie schnell. Ja, das kann jetzt lustig werden.
Au, 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 au! What the fuck? Boah, hast du Beyblade erfunden, oder was? Dumme Funzel! Hilfe! The fuck? Lass du meinen Baum in Ruhe, sonst hat's dich. Wir könnten wirklich Hilfe gebrauchen. Jetzt wirft die schon mit Steinen, jetzt wird's aber unblauschig. Vater, hilf mir! Ja, die lust mich nicht, die blöde Saude. Du musst da weg! Er ist zittert. Deine Mama zittert. Boah, leg mir Musch. Okay, der Bosskampf ist... Der ist schon gut knackig. Vater, hilf mir! Oh, what the fuck? Wow. Aus dem Weg! Gover! Sohn! Hilf mir! Au. Geht auf! Jetzt stirbst du oben, ich einen dreckigen Tod. Aua. Weg von ihm! Jetzt muss er mal blutig werden. Oh, mit der Ruhe.
Andi, guten Morgen. Gemeinsam besser. First try. Geklappt? Shooter! So, that's how Souls-like work, ne? Sagt noch mal einer, ich kann nix. So, was haben wir jetzt da? Oh, da können wir was verbessern, das ist gut für uns. Oder auch nicht. Hä? Lul? Achso. Schulladung, Taumeln, Betäubung. Right. Geiler Fight. Der war richtig gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Definitiv. Der war nicht ohne. Der war wirklich knackig. Also, das ist jetzt nicht. Das hat vielleicht nicht ganz so schwer ausgeschaut, aber der war nicht ohne, der Kampf. Holy shit. Also, Props an alle, die das auf schwerer Schwierigkeit spielen. Der ist, glaube ich, massivst schwer, wenn du das auf erhöhter Schwierigkeit spielst. Vater, hier drüben! Bei uns ist fit, Andi. Ich hoffe bei dir auch. Schön, dass du einer schaust. Schöner dritten Advent wünsche dir. Der ist sportlich, ja. Der ist definitiv sportlich. Es sind 3 Phasen im Endeffekt. Gut, man muss sagen, die Phasen ändern sich nicht wirklich stark, bis auf die eine Ulti, was zu zweit dann angreifen, aber trotzdem. Die zu zweit gleichzeitig bekämpfen, das ist nicht ohne. Hilfst du uns, Asgard anzugreifen? Ich erwarte den Ruf. Toll! Hast du gehört? Wir müssten ihn bloß mit dem Gatlerhorn rufen, wenn wir bereit sind. Alter, so wie der sich anhört, ist der größer wie groß. Und dann durch das mystische Tor. Hat er weh da in der Hinten. Der Herbert ist quasi eskaliert, okay. WB, Eloy? Es hat geklappt. Ich kann's nicht glauben. Wir haben Ragnarök auf unserer Seite. Das ist ein bisschen gewachsen, Äffle. Hat funktioniert. So, jetzt können wir uns aber da hinten die Heilung rein. Waren ein kleiner Rückschlag. Bist du mal schnell. Tu da nicht weh, Herbert. Weiß, dass wir hinter ihm her sind. Mhm. Ja, war ein cooler Fight, auf alle Fälle. Also, der hat Spaß gemacht, Denk definitiv. mal drüber nach. Wir werden in Asgard auftauchen und Ragnarök wird kommen und alles zerstören. Odin wird keine Chance haben. Wir werden gewinnen. Groa hatte recht. Nein, bei mir ist nichts fit. Hab gestern noch Flaschen Captain Morgan vernichtet und dementsprechend geht's mir auch. Ja, dann kannst du mit dem Sai Ching zusammen durch. Vielleicht konnte sie nur die großen Dinge sehen. Das wird doch funktionieren, oder? Das ist die Definition von Größe. Schauen wir mal. Ich bin halt richtig gespannt, wie das jetzt alles ausgeht. Also, ich hab jetzt, wie gesagt, bildlich so das Szenario vor mir, wie einfach so eine Riesenarmee neben uns mitkämpft und da einfach komplett Abriss ist. Sai Ching, wo? Ich glaube, der pennt. Ich glaube, dass er... So. Hey, da, die Klippe. Das Erdbeben hat offenbar einen Vorsprung geschaffen. Ja, halt dein Futzen. Sie wollen die Arbeit seiner Walküren beenden. Achtung, hinter dir! Das ist ja immer zu... Oh nein, das ist wieder so ein scheiß Vogelviech. Ja, Linke Seite! du scheiß Kickelkopf. Du bist das erste Mistviech, wo sie umbringt. Einfach weil du lästig bist. Hinter dir, Vater! So, oben mit dem Ressel.
Du wurdest gebifrostet. Ich wurde gebofrostet. Nasch, du Dumme. Noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Futur hat echt viele Schwerter gemacht. Warum hat er sich hier überall herumliegen lassen? Der hat auch nichts gewusst, was er mit seiner Zeit anfangen Wie soll. hoch, Vater? Habt ihr es fit bei dir? Zum Tor klettern. Also, du hast in vielen Kriegen gekämpft, nicht? Du hattest nie so etwas wie Ragnarök auf deiner Seite. Ja. Und die Kreatur ist kein Garant für uns. Der Kratos hat nicht Ragnarök auf seiner Seite gehabt, der Kratos war Ragnarök. Stimmt. Oh, das ist eine Truhe unter, okay. Noch ein Erdbeben. Wenn das so weitergeht, wird hier alles zusammenbrechen. Nice. Ja, da kommt jetzt nur mehr irgendeine Gegnerwelle, hundertprozentig. Das andere war gelungen. Mehr Einherjar! Sauber! Alter, was so... Alter, komm mal... Hä? What the fuck? Ja, okay, nice. Ja gut, wir waren auch gesundheitstechnisch nicht mehr so gut beieinander. Kein besseres Erfindnis war eher mehr, war ein schlechter Tag, jetzt was futtern und später Eishockey gehen. Ah, okay. Ja, Mai gibt's so da, gibt's ja. Aber trotzdem schön, dass du einer schaust. Oder in seinem Fall die absolute Apokalypse. Ja. Okay, wenn du den ersten blockst, kriegst du automatisch... Alter, was geht denn mit ihm? Was geht denn mit denen? Der Dicke ist unflauschig. Ach komm, verpiss dich. Ja, toll, jetzt hau ich natürlich aufgrund von denen glatzkipferten Vollidioten versammelt, dass ich der am angreife. Aber gut. Hinten! Ja, die Passage, die ist nicht ohne wegen dem Fetten, oder? Hey, verpiss dich halt du jetzt einmal auch. Was ist denn mit dir, du? Ja, den assistiert jetzt hier. Letzter Gegner. Ui! Ja, die Gegner werden stark mittlerweile. Ja, das war halt auch klar. Lull. Oh je.
Aber wenigstens haben wir die andere Welle überstanden. Also ich muss jetzt da wieder anfangen. Nein. Ja. Da müssen einfach Chaos kriegen hier. Wir müssen zurück. So. Ja, ich hab nur noch so viel Leben gehabt und das komische Augenviech, Nachtmannviech hat mir einfach gewonshottet. Diesmal ist es anders. Ich hatte gehofft, die Tage der ständigen Kämpfe wären vorbei. Ich hatte gehofft, dass mein Sohn nie in den Krieg ziehen muss. Den Schild zerstören! Ja, das meine ich. Alter! Alter! Was ist jetzt mit den Gegnern verkehrt? Ja, und wie zerstört man den Schild jetzt, ist die Frage. Du hast Bifrost an dir. Sei vorsichtig. Ah, jetzt. Mann, Boah, einfach nicht auf. Ragnarök ist hier. Sie wissen, was das für Asgard bedeutet. Nicht den anvisieren! Moment, stirbst. Hallo, bist nicht mehr so cool, ha? Wir müssen weg, bevor noch was kommt. Zum Tor geht's durch den Riss in den Felsen, wenn du bereit bist. Ich bin sowas von bereit, dort zum Verschwinden. Müssen wir mal schauen. Oh, da ist wieder so ein Rabe. Den können wir gleich ausschalten. Müssen wir da mal schauen, ob wir Rüstung und Waffen noch aufwerten können. Der Preis, den wir und andere für diesen Krieg bezahlt haben, ist hoch. Und er wird immer höher. Okay. Ja, da wird halt wahrscheinlich noch mal irgendwas kommen. Brüder, wie war es? Und ja, meine Nützlichkeit für einen gewissen Vanir-Trottel ist zu Ende. Der hat den einfach da abgesetzt? Also war aber ein grob fahrlässig, oder? Ragnarök erwartet uns. Genau wie die Armeen von Hel. Hauptsächlich dank mir. Uns scheint wohl endlich der Krieg zu erwarten. Und wohin jetzt? Wir haben etwas Zeit, bevor wir am Tempel erwartet werden. Zur Tür des Tempels in Midgard reisen, wenn bereit. Sein Vater. Möchtest du irgendwas zu Ende bringen? Nope. Ja, die Story im Idealfall. So. Tja, das ist es. Der Anfang vom Ende. Das Ende für Odin. Und danach ein Neuanfang für den Rest von uns. Jetzt ist aber richtig Achterbahn, da geht's ja richtig zu brutal. Ich freue mich nur, dass sich alle Reiche endlich gegen ihn wehren. Alben und Zwerge und Hel selbst. Du bist so sicher, dass sie sich vereinen? Sie müssen.
Nach allem, was sie durchgemacht haben, müssen sie. Oder? Das ist dann quasi der Point of No Return. Okay, das heißt praktisch jetzt, Mr. Herbert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, jetzt kommt dann die letzte Mission. Ist das im Bereich des Möglichen? Also, solange wir noch können? Freya und die anderen bereiten noch den Angriff vor. Es bleibt also noch Zeit. Jupp, okay. Ich bin so gespannt, wie die Story ausgeht. Und vor allem, ich bin halt einfach gespannt, ob das jetzt dann endlich einmal aufklärt wird, wie er eigentlich da herkommt. So, klingt, als wäre es in Muspelheim gut gelaufen. Ich meine, wahrscheinlich. Suter wollte Shinmara nicht mit hineinziehen. Ihr der Chiblaff brav bleiben, gell? Zusammen zu Ragnarök-Bestie werden zu lassen, fanden wir eine Lösung ohne sie. Naja. Die Armeen sind bestimmt in ihren Heimatwelten versammelt und erwarten das Gjatlad-Horn. Ich schätze, ich hatte gehofft, einige von ihnen hier zu sehen. Wenn sich alle Weltentürme zugleich öffnen, wird das was werden, Junge. Odin wird nicht glauben, was ihm bevorsteht. Nein. Odin konnte sich Lebzeiten darauf vorbereiten. Trotz Groas Täuschung hörte er als Tier die Wahrheit. Du darfst ihn nicht unterschätzen. Eine mitreißende Rede. Wirklich inspirierend. Aha, da wird quasi schon die ganze... Oh, da hat Sigrun, unsere Erzgegnerin aus dem Endgame vom Vorgänger. Und das auch noch eine Truhe, sehe ich ganz genau. Wow, die Walküren sehen anders aus. Willkommen zurück. Hildisvini hat von deinem Erfolg erzählt. Wir haben entsprechend geplant. Sigrun, steht seine Ehre. Ragnarök ohne Ragnarök. Wer schließt sich uns noch an? Ich sehe die Walküren. Noch besser. Sie sind wiedergeboren. Körperlich und unverdorben, dank einer erklecklichen Menge Warnenmagie. Sie sind jetzt Schildmeiden. Schön. Und dein Bruder? Er hat es geschafft. Die Alben haben einen Waffenstillstand und vereinen sich gegen Asgard. Das verschafft uns einen Vorteil aus der Luft. Und mit Hels Armee als Vorhut. Was ist mit Sindri? Werden die Zwerge kämpfen? Wir haben nichts von ihm gehört. Aber es bleibt noch Zeit. Kämpfen die Zwerge sind OP. Wir können den Weg für die Ragnarök-Bestie jetzt freimachen. Na, wenn das so ist, warum überhaupt Sorgen machen? Oh, ich bin so gespannt, was da jetzt Phase ist. Ah, da ist Sigrun. Entschuldigung. Das da vorne war nicht Sigrun. Das ist Sigrun. Sigrun. Schön, dich wiederzusehen, so lebendig. Oh, ja. Ich war nicht ich selbst beim letzten Mal. Zum Glück geht's dir gut. Meine Königin. Die Schildmeiden werden unter den Kräften aufgeteilt, die aus Alfheim, Helheim und hier in Midgard einfallen. Wir stehen bereit. Kratos, Atreus, Mimir. Bitte entschuldigt mich. Oh. Dann gute Nacht. Freya, hast du unseren Weg aus Asgard festgelegt? Wenn uns die Türme hineinbringen, bringen sie uns hoffentlich auch heraus. Und was, wenn nicht? Alle wissen, worauf sie sich einlassen. Bei unserem Plan fehlt nur noch eins. Ein Anführer. Diese Ehre gebührt dir. Du hast einen Anspruch darauf und genießt den Respekt deiner Truppen. Und du kennst diesen Feind bereits. Ich habe seine Invasionsarmee in Schach gehalten. Das hier ist unsere Invasion. Eine Belagerung seiner Lande. Ich brauche unseren erfahrensten Kriegsgeneral auf dem Feld. Tja, wer ist es? Prophezeiungen und Fürsprecher sind mir alle egal. Wir müssen einfach gewinnen. Freya. Ich weiß, ich verlange viel. Vielleicht schläfst du drüber. Ja, also... Kratos, dein Zelt ist rechts. Und Atreus, deins ist links. Eins? Ein junger Krieger braucht seinen Raum, oder? Ja. Wow. Danke. Schlaf doch einmal darüber. Teile mir deine Entscheidung morgen früh mit. Du kannst mit ins Zelt gehen. Mieze? Du kannst... Hallo? Na, hey, hallo, mein Zelt ist... Hallo? Ja, klappt halt leider nicht. Wenn Sindri nicht da ist, kommt er wahrscheinlich in einem besonderen Zeitpunkt, denke ich mal. Sehr wahrscheinlich, ja. Komm zu uns. Naja, der erfahrenste General oder der erfahrenste Krieger ist halt... Das ist halt der Kratos.
Irgendwer hat es ja da müssen. Ich habe ja danke dir für deine 69 Bits. Vielen Dank. So, ich stelle die Frage jetzt gar nicht, ob wir es fertig spielen. Es ist jetzt eins. Okay, ich stelle die Frage, spielen wir das Spiel fertig oder sitzen wir einen Cut? Wie schauen wir aus? Ich muss aber den Seifer reden, ja. Ich verstehe nicht. Soll ich heute noch vorbeifahren bei dir und die watschen oder tust weiter? Wahrscheinlich tue ich weiter. Moment, musst du was checken? Zieh's durch. Vaun Ma schaut zu ihn wollen ma de gaunze Vorstellung sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Okay, ja gut, überredet mit der mal weiter. Dann spielen wir God of War halt fertig. Danke dir für deine 61 Bits. Ich schaue da nur schnell, weil mein Discord gerade ein bisschen eskaliert. Also quasi nicht mein Server, sondern ne, generell. Ich habe da jetzt 8 Dinger oder und das triggert mich gerade, wenn ich da hinschaue. So, okay, dann schlupfen wir mal drüber. Jetzt ist aber Pause. Ich sag dir mal Pause, Alter. Das ist... Ich halte gleich einen Anzug, wenn du nicht bist. Das ist tatsächlich ein berechtigter Einwand. Jetzt warten wir die Cutscene ab und dann machen wir noch kurz Pause. Okay? Mir seid ihr ein Ich weiß bisschen. nicht, was der Morgen bringt. Aber wenn das unsere letzte Nacht ist, möchte ich in dieser Zeit nicht nur Hass fühlen. Dann sollten wir es noch mit Kracher lassen, meinst du? Noch eine alberne Geschichte. Nichts täte ich lieber. Außer vielleicht ein Tanz. Ich bin nur etwas außer Übung. Bei allem Respekt. Das ist ja jetzt richtiger Korb für den Kratos. Doch, sie sind alle albern. Wir wollen nicht streiten. Also den Schlaf hat er sich ja verdient. Kann ich hier schlafen? Ja. Natürlich ist es erwachsen, das Stream, du warst so aus. Du musst zur Ruhe kommen. Ich kann nicht. Dann kann ich dir etwas erzählen. Oh. Kriegen wir jetzt vielleicht die Info? Falls ich einschlafe, erzählst du mir den Rest morgen? Natürlich. Jetzt. Schließ die Augen. Da war ein alter Mann, der hackte Holz für sein Dorf. Jeden Abend nahm er die Stämme auf seinen Rücken und brachte sie den anderen.
Doch die Stämme waren schwer. Und er wurde schwächer mit den Jahren. Eines Tages warf er die Stämme hin, da er ihr Gewicht nicht mehr tragen konnte. Und er wünschte sich den Tod herbei. Und als der Tod kam, hat der Kratos mag sterben. Faye war die Einzige, die meinen feinsinnigen Humor je verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Verärgert dich meine Bitte? Tod gehört nun mal zum Leben dazu, Liebster. Ich will vorbereitet sein, wenn meine Zeit gekommen ist. Wir Sterblichen müssen sowas tun. Ich bin froh, dass du jetzt bei mir bist. Du bist... So, Freunde, jetzt machen wir schnell kurz Pause. Ja, dann kann einmal noch schnell jeder bieseln gehen oder sich schnell kurz Knabber zeigen können. Ich glaube, es wird fucking intens werden. Das Finale jetzt von God of War. Wir ziehen das Spiel jetzt durch, okay? Wir ziehen es jetzt durch. Ich schätze mal nicht, dass das jetzt nur 3 Stunden dauert. Kurz zu der Szene, zu der Geschichte, die wo da jetzt Kratos hat versucht zu verzeihen, hört sich für mich so an, dass der Kratos einfach nur sterben. Er möchte sterben. Ja, er kann einfach nicht mehr und das hat sich einfach über das ganze Spiel hinweg immer wieder mehr und mehr außerkristallisiert. Und so wie ich das verstanden habe, die Anspielung auf den alten Mann, der wo die Baumstämme auf seine Schultern tragt, ist die erste Szene aus dem Vorgänger. Da wo er den Baum, den wo jetzt Freya gerade markiert hat, wo er den umhaut. Und das ist einfach, das wirkt halt auf mich so, er kann einfach nicht mehr. Und also jetzt mal Spaß beiseite, den Scheiß, was der alles mitgemacht hat, ich kann es verstehen, dass der einfach jetzt langsam sagt, ich hab keinen Bock mehr. Wenn ich das nächste Mal stirb, dann bleibe ich im Reich der Toten, weil ich nicht mehr will. Ja? Aber wie das ausgeht, da sagen zwar sowas, passt. Aber so, wie das jetzt am Ende noch halt ausgeht, in den nächsten 1,5, 2, 3 Stunden, wie auch immer, das werden wir jetzt erfahren. Okay?
Punkt Phase 1 ist jetzt, wir machen jetzt schnell 3-4 Minuten Pause, holt sich was zum Trinken, was zum Knabbern, geht's aufs Klo oder was weiß der Teufel, was schnauft mal kurz durch. Und dann sehen wir uns in 2-3 Minuten wieder und dann, da ich sagen, machen wir God of War Ragnarok-Finale. Okay? Ziehen wir das Spiel heute durch und ja, dann werden wir schon sagen, ich bin unfassbar gespannt, wie das Spiel ausgeht und was wir Neues erfahren. Okay? Also, bis gleich. Nicht weggehen! Wir tun nur weiter. Jetzt werde ich bald den falschen Screen noch nochmal. Also, bis gleich. So, ich gönn mir jetzt einfach ein wenig eine Nervennahrung. Ja, also ich hab da noch so ein bisschen so Weihnachtsschokolade da, so Bonbons und so Mini-Nikoläuse. Ja. Ich glaub, das ist eine ganz eine gute Idee, dass jeder so ein bisschen leck mich am Arsch, dass jeder so ein bisschen eine Nervennahrung einwirft. Und warum bist jetzt du so laut, ist die Frage. So. Also ich bin verdammt gespannt, wie das jetzt endet. Ohne Witz. Mehr Schokolade, mehr gut. Oh ja, sehr gut. Also ich persönlich jetzt nochmal auf die Cutscene von eben zum Sprayer. Ich persönlich glaube nicht, dass er stirbt.
Also der Kratos jetzt, aber man kann es ihm halt einfach auch absolut nicht verdenken. Ich meine, wenn du mal das Ganze zusammenfasst, was der alles mitgemacht hat, schon allein die letzten 2 Spiele, da hätten sie anderen schon weggeworfen. Oh, leck mir geil, sagen gegrillte Paprika noch. Hauptsache schmeckt das ei. Aber ich persönlich glaube nicht, dass er am Ende des Tages stirbt. Es kann natürlich sein, also ich stelle mir auf alles ein, dass der Kratos stirbt, dass der Atreus stirbt. Ich stelle mir wirklich auf alles ein. Aber persönlich glaube ich nicht, dass er stirbt. Nervennahrung brauchen wir noch, glaube ich, ja. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Schokolade ist einfach das Beste überhaupt. Das ist das Beste und gleichzeitig das Teuflischste auf der Welt. So, Freunde. Wenn noch ein paar sterben, ist unser Spielefriedhof heuer voll. Ja, haben wir heuer schon den einen oder anderen begraben müssen, gell? So ist es nicht. Um es mal so zu sagen. So, weil wir jetzt gerade so da sitzen, mache ich normalerweise nur am Ende, aber es passt jetzt einfach gerade leid. Für den Fall, dass gerade irgendwelche neue Leute noch da haben, die wo vor kurzem erst dazugekommen haben oder wie auch immer, schaut gerne mal auf meinen Discord-Server vorbei. Wir haben einen eigenen Discord-Server, da kriegt ihr sämtlichste Infos, wann ich stream, zu welcher Uhrzeit, was für ein Spiel. Kommt meistens 2-mal in der Woche Ankündigung, da weißt du dann Bescheid. Haben wir allerlei Channel, wo es über allerlei Themen sprechen kommt gerne mal drauf, ist natürlich kostenfrei, ist aber sowieso klar. Darf mich freuen. Checkt's einfach einmal aus, vielleicht ist das was für euch. Der Discord kann und soll natürlich gerne noch ein wenig wachsen. Ebenso der Twitch-Kanal, gerne mal aufs Following drucken, wenn du heute neu dabei bist oder wieder dabei bist und dir das gefällt, was ich da betreibe. 220 Follower ist eigentlich, ist das eine Schnapszahl? Eigentlich nicht, oder? Aber ist wurscht, 220, eine schöne runde Zahl, hätte man nie gedacht, dass wir mir mit 220 Leute werden. Danke an jeden Einzelnen, vielleicht kommt noch der eine oder andere dazu. Ist natürlich auch kostenlos. Ja, auch klar. Noch am Ende von God of War 3, einfach nein. Ja, das Dumme ist, wir haben es halt leider nicht in der Hand. Wir müssen das Ende so nehmen, wie es kommt. Ja, wie auch immer es kommen wird. Schnaps wo, sei passt schon, leg die wieder hin. Alles gut. Alles gut. So, die Musik passt ja jetzt perfekt, um in eine Schlacht zu ziehen, oder? Gut, jetzt haben wir noch mit der Fei unterwegs. Du Schnapsdrossel, ja genau. Fei, genau. Oh, ich gammt. So hab ich gammt, das ist nicht gut. So, Leute, wie schauen wir aus? Brauchen wir noch schnell 1-2 Minuten oder sollen wir reinrumpeln? Sollen wir uns das Finale geben? Also die Musik ist ja jetzt wieder ausgesucht, oder? Geht schon, gib ihm Gas. Angriff zu den Waffen. Okay, jeder ist... Die Avengers der nordischen Mythologie haben in die Startlöcher. Ja, Kratos, Freya, Sigrun und wir soll ich heißen. Na gut. Dann gehen wir ihm Gas, Freunde der Sonne. Schauen wir mal, was das Finale von God of War Ragnarök kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird verdammt fake hin. Gut. Da haben wir wieder. Leroy Jenkins! Los mal zum Angriff. Auf Tod, Blut und Verderben. So nämlich. Ich habe nichts zu sagen. Sag irgendwas. Ich höre deine Stimme gern. Sie kann uns heute jetzt bitte endlich mal aufklären, wie der Kratos in die fucking nordische Mythologie kommt. Ich merke, das ist die einzige Info, die ich noch haben möchte, von der er danach kann sterben. Sie fix noch mal. Ein Scheiterhaufen. Ich hätte etwas anderes gewählt. Oh?
Interaktive Steuerung. Gefällt mir. In meinem Land begraben wir unsere Lieben. Du würdest mich auf ewig unter der Erde einsperren? Du wärst in meiner Nähe. Rührend. Mein Leichnam würde dich beruhigen. Einst wolltest du dein Ende kontrollieren, oder? Das war anders. Die Umstände ja. Nicht die Absicht. Ja, sie kannte jetzt aber... Ja, die Richtung war ja schon die richtige. Du rüstest dich für eine ferne Zukunft. Es liegt noch sehr viel Zeit vor uns. Ich will eine bessere Zukunft, die ohne mich existieren wird, wann immer der Tag kommt. Für dich und unseren Sohn. Keine Idee, der Macher, dass ein Kratos etwas auf die Nosen tagelt. Wir gehören immer zusammen, Kratos. Du bist immer ein Teil von mir. Ich bin immer ein Teil von dir. Und wenn du fort bist, dann stirbt auch dieser Teil von mir. Faye, wenn du nicht bei mir bist. Nein. Die Liebe gipfelt immer in Trauer. Und doch lieben wir, trotz des Unvermeidlichen. Wir öffnen unsere Herzen dafür. Wenn mein Körper verbrannt ist, dann sammle meine Asche und streu sie vom höchsten Gipfel aller Welten. Du wirst das für mich tun. Zutiefst zu trauern, heißt ganz geliebt zu haben. Öffne dein Herz für die Welt, wie du es mir geöffnet hast, und du wirst sehen, dass es sich lohnt, weiterzuleben. Was ist los? Es ist Zeit. Seit es passiert in God of War nicht. Wir sehen uns dann draußen, Vater. Wir hatten gehofft, noch einmal gemeinsam zu kämpfen, meine Königin.
Ich auch. Aber nicht als Königin. Als Schwestern. Bist du bereit? Ja. Ich bin euer General. Es ist eine Ehre, an deiner Seite kämpfen zu dürfen, General. Ein Respekt haben schon vor ihm. Ich bin an deiner Seite. Also, deine Befehle? Auf zum Tempel. Nochmal kurz, das Thema mit der Asche, das wissen vielleicht viele nimmer oder vielleicht noch gar nicht. Weil es ist ja so, in der griechischen Mythologie, wo er gewesen ist, der Kratos, hat er ja versehentlich seine Frau und sein Kind aus Griechenland umgebracht. Und er ist ja dann verflucht worden, deswegen von einer Hexe, und deswegen tragt er permanent, das sieht man jetzt in dem Spiel vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber er tragt ja permanent die Asche seiner verstorbenen Frau und seiner verstorbenen Tochter immer auf der Haut. Also Thema Asche, vielleicht empfindliches Thema beim Kratos. Oh, können wir jetzt da wenigstens noch mal Waffen oder sowas aufwerten? Hey, General Kratos! Ich habe etwas, das du für den Krieg brauchen wirst. So, Leviathan Axt. Verbessern, da gehst her. Zeit, ein paar Köpfe zu spalten. So, dann haben wir noch, jetzt passt so auf, Chaosklingen verbessern wir auch noch mehr auf. Das nenne ich mal aggressive Messer. Nimm die Rüstung mit. Moment, wir müssen erst mal schauen. Pass auf. Raubnierspeer verbessern wir auch. Dagegen sieht Odins Speer wie ein Zahnstocher aus. So, Schilde, haben wir da noch irgendwas? Das ist auch verbesserungsfähig. Da gehst her. Gnadenlos. So, passt. Und einen Bogen können wir auch noch mal. Nein, also der ist schon voll. Okay, ja gut, okay. Was soll's sein? Moment. Wir brauchen eine Rüstung. Hallo, ich habe eine Rüstung gemacht. Die Schicksalsbrecherrüstung meinst du quasi, oder was? In der Tat. Ja, die meine ich. Ja, dann nehmen wir halt, wenn der Herbert sagt, die ist gut, dann nehmen wir die mal mit. Ach, du Romantiker, du kannst mir danken nach dem, falls. Haben wir es alle überstanden. Das werde ich. Warte mal. So, Schicksalsbrecher. Erstellen. Wuhu, sieht gut aus. Liegt gut an. Okay. Sollten wir etwas. Und recht weit verbesserbar. Ja, das werden wir jetzt gleich mal. Wir rüsten uns jetzt für die finale Schlacht, Freunde der Sonne. Ja, das ist hoffentlich klar. Da muss schon was gehen. Was haben wir jetzt da? Oh, da brauchen wir schon wieder Asgarda-Bahn. Wobei, warte, die haben wir auch schon einmal verbessert. Warte mal, dann schauen wir mal nach. Wie schaut es bei der Armrüstung aus? Da brauchen wir ja auch Asgarda-Bahn. Das ist ja richtig doof. Ja, gut. Jetzt macht diese Rüstung schön blutig. Ja, gern. So, was haben wir da? Wir brauchen jetzt lauter Asgarda-Bahn, um die Rüstung aufzuwerten. Sieht gut aus. Ja, genau. Okay. So, dann kaufen wir uns noch Spezialgegenstände. Einen überragenden Auferstehungsstein kaufen wir. Also den können wir jetzt nicht kaufen, okay. Warte mal, kann man da? Jetzt hätte ich vielleicht gemeint, man kann Asgarda Stahl kaufen. In der Kiste schauen wir auch gleich nochmal nach. Und zack, der Kratos ist wieder General. Back to the roots. Ja. Brauche ich unbedingt. Einen Folgeschwur. Was? Muspelheim-Schutz. Was macht das? Set-Bonus. Erhöht Kratos Nachkampfschaden, wenn die Fähigkeit Permafrost, Verbrennung oder Strudel voll aufgeladen sind, basierend auf Runenkraft. Okay. Der Atreus-Sepp hat auch noch. Der hat eine neue Rüstung. Die hat er eh schon ausgerüstet, abgesehen davon. Ja, das passt besser zusammen. Ja, wir sind ja ein Team, habe ich mal gehört.
Asgards Tugend ist Set-Bonus erhöht. Ja, okay. Sonst haben wir da jetzt nichts mehr drin. Nur liegen gelassene Sachen. Ja, okay. Dann haben wir jetzt eine neue Rüstung. Wir haben unsere Waffen aufgewertet, wir haben unsere Rüstungen. Warte mal, haben wir die Rüstungsteile, haben wir da alles abdeckt? Du brauchst es? Ich hab es. So, da brauchen wir 5. Da brauchen wir 3. Da brauchen wir auch 3. Gut, okay, dann haben wir rüstungstechnisch voll. So, was kann ich jetzt da noch aufbessern? Warum ist da noch ein Ausrufezeichen? Was braucht der Knirps denn? Nix, der braucht nichts, der hat schon alles. Du kannst auch Gegenstände verkaufen. Ja, das stimmt, aber das sparen wir, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was man mal braucht und was nicht. Das ist die Frage. Sturmgraz. Aber ich glaube, Hast du Zeit zum Reden? ich glaube, dass wir gut aufgestellt haben. Ja, wir haben unsere Waffennahme verbessert. Wir schauen jetzt eines Generals aus Sparta würdig aus. Ich darf sagen, ab in den Krieg. Jetzt ist aber Polen offen, gell? Das sage ich Giver schon. Jetzt lassen wir es krachen, da ist. General. Vater? General. 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 Warum so? General. Ja, die Nebenmissionen, die werde ich erst, weiß ich nicht, also müssen wir halt da nochmal schauen, entweder spielen wir dann noch einmal 1 oder 2 Streams nach Nebenmissionen mit God of War, müssen wir mal schauen. Und wenn nicht, ich werd ja dann privat noch ein bisschen was machen, also Backtracking und so ein Zeug. Die Berserker-Gegner, also die richtig schweren Gegner, die hätte ich eigentlich schon geplant, dass wir die on-stream spielen, weil das ein bisschen einen Content bringt. Aber da schmatzen wir dann einfach, wenn es soweit ist. So. Ich kam hierher auf der Flucht vor der Vergangenheit. Oh. Für ein neues Leben. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich will diesen Krieg nicht. Es gab genug Leid. Die typische Rede von einem General. Prophezeiung brachte uns nicht her. Sie gewinnt auch nicht die Schlacht. Kriege gewinnen die, die bereit sind, alles zu opfern. Wenn das der Preis der Rache ist, dann bitte. Odin hat uns allen schon so viel genommen. Die Welten haben gelitten. Es reicht. Was es auch kostet. Das endet. Heute. Wenn ein glorreicher Abgang bedeutet, dass Odin ebenfalls brennt, dann wähle ich ihn. Mit einem sehr breiten Lächeln im Gesicht. Oder mir läuft Gänsehaut. Für Brock. Alter! Boah, mir läuft richtig Gänsehaut. Macht euch bereit. Alter, da fliegen am Fetzen schon.
Der Muspelheim-Turm ist gefallen. Und wenn Odin dann nach Niflheim greift? Die sperren Ragnarök aus. Wir müssen diese Kriegsmaschinen stoppen. Alter, da geht's ab. Da geht's zu wie am Stachus. Oh, jetzt kommt der Tor. Ja, der hat's hinter sich. Ein guter Anfang. Warte. Uns bleibt keine Zeit. Ich weiß. Warte. Dieses Seilschwert. Ingrid! Und? An die Arbeit. Ihr drei, hinterher. Atreus. Freya, mir nach. Schützt die Flamme. Vor den Kriegsmaschinen. Da warten wir jetzt kurz. Huhu, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Das Einschaltungszeichen ist mit Abstand die wichtigste Information in dem Text. Saphira, danke dir für deinen Resub im 5. Monat. Weiterhin willkommen in der Party Game, viel Spaß. Mit dem Mods, du kommst perfekt zum Finale von God of War. Da geht's zu wie am Stachus in Asgard. Wir haben in Asgard, jetzt ist Zeit für Fetzenfliegen. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Hier lang! Schön vorsichtig. Das ist Beamweise. Vorrücken. Niflheim-Turm sieht nicht gut aus. Bewegung! Burgi, habe die Ehre. Alles fit bei dir? Wir haben noch Zeit. Wir müssen... Nein! Oh, da. Blauschieß! Unsere Bullen. Ich wusste, dass sie kommen. Bis später! Alter, was ist denn? What the fuck? Wir werden beschossen! Was machen wir als nächstes? Wir haben keinen anderen. Ah, Drache ist auch noch da. Sehr gut. Wir konzentrieren uns auf die Kriegsmaschinen. Wir sollten zur Schwachstelle hinter dem Asgard-Turm. Ohne Ragnarök ist das unsere einzige Chance, die Mauer zu durchbrechen. Findus Schwachstelle? Ich dachte nur, Hunter weiß, sie zu nutzen. Beten wir, dass ich falsch lag. Schildschlag, jetzt! Rechte Seite! Ui, da muss. Ui, da muss. Einherja, links von dir! Behalt den Schwanz im Auge! Ja, wenn's vier Gegner haben, dreht's fällt. Schön vorsichtig! Die Kriegsmaschinen. Wir durchbrechen mit ihnen die Schwachstelle und greifen die Stadt mit unseren Verbündeten an. Klingt verzweifelt. Gut. Predigt wieder ist drum. unser Vorteil. Mir wäre ein weltenzerstörender Feuerriese lieber, aber ich nehme an, Verzweiflung ist besser als nichts. Alter, ist das geil gemacht. Es eskaliert einfach nur noch komplett. Bis jetzt viel gegessen, Hauptsache es hat dir geschmeckt. Das ist mir das Wichtigste. Ja, Odins neue Walkürenkönigin ist genau.
Das macht die Sache kompliziert. Da stimme ich zu. Beeilen wir uns. Wie hoch? Gegner, hinter dir, Kratos! Links von dir! Gegner, hinter dir! Hinter dir, Bruder! Klar, mit auf Riesen reiten. Beste Idee. Rechte Seite, Bruder! Oh, der geht in die Luft. Was hat's denn gegeben, Burgi? Also ich denke mal, es verzeiht mir jetzt jeder, wenn ich mich gerade ein bisschen mehr aufs Spiel konzentriere, weil ihr sagt es selber, die Gegner wählen zwischenzeitlich Hand nicht ohne. Hier lang! Hier hoch! Zwiebelrostbronn. Oh. Oh, hey, dann haben wir die. Wo darf ich hinkommen? Alter, es ist... Ein willkommener Anblick. Er ist uns aber nicht aus Midgard gefolgt. Eigenartig. Er sollte Thor beschäftigen. Der kämpft mit? Alter, das Spiel, das ist so geisteskrank gemacht. Das Spiel ist einfach so geisteskrank gut gemacht. Alter, wir... Alter, bist du bescheuert. Ich sehe gerade, Jörmungand Gandhi hat eine gewaltige Rechnung mit dem Tor offert. Das ist so geil gemacht. Die klingen ungeduldig. Gut. Achtung, hinter dir, Bruder! Schildschlag! Schön vorsichtig! Wie frei! Seit wann kannst du Scheiße labern? Zupfte! Bewegung! Zumindest ist diese Armee schon tot. Wir kommen nicht weiter! Die Einherjar kehren so schnell aus Valhall zurück, wie wir sie töten! Macht nix, kriegen wir hin. Alter, das ist so geil gemacht, wie du im Hintergrund einfach die Schlangenkämpfer siehst. Ja, seit wann kann Scheiße labern, frage ich mir das da. Alter, das ist so geil. Das war's mit der Alfheim-Unterstützung. Uns gehen die Armeen aus. Die großen Riesen haben es doch geschafft. Die Schlange wirkt anders. Er ist anders. Aber als ich weg war, egal, später. Die Einherjar-Bindung an Valhall. Ich muss sie mit meinen Schwestern trennen. Geh. Noch keine Spur von den Zwergen. Sindri lässt uns nicht hängen. Wir müssen ihm vertrauen. Versammle alle. Wir ziehen zum Svartalfheim-Turm. Da kann die jetzt eine Stunde zuschauen, aber jetzt immer die gleiche Animation ist.
Gegnerin. Die Kriegsmaschinen. Oh, dann sind wir wohl ziemlich verzweifelt. Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das! Was liegt es an dir? Sei vorsichtig! Ja, das habe ich schon gespannt. Ah ja, jetzt kommt das Sehne, kommt einer. Siegelpfeile könnten den Schild durchbrechen. Ah, ich seh nix. Rechte Seite, Bruder! Atreus, du sollst vielleicht auch auf das Vieh schießen und nicht auf das da. Der Reiter heilt ihn immer wieder. Rechte Seite, Bruder! Drache, Achtung! Verdammt! Der sollte hier sein. Warum ist es nicht hier? Ist der Drache jetzt auch schon gegen uns, oder was? Da, die Säule, auf der er steht, wirkt labil. Was hat man denn da jetzt getroffen? Du Mistviech, du Elentix! Da, die Säule, auf der er steht, wirkt labil. Was für eine Säule? Achso, da. Den hab ich gar nicht gesehen, bin ich ehrlich. Angelboda! Nein! War das der Fenrir? Ihn durch den Weltenriss. Deine Freundin. Sie schafft's schon. Wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Selbst wenn wir die Mauer durchbrechen. Vielleicht ist es besser. Besser für wen? Alter, jetzt sind einfach so viele Eindrücke, die du da auf einen Schuss kriegst. Die Zwerge sind hier. Gut gemacht, Sindri. Ah, ist nur Sindri. Ich weiß, bin spät dran. Wo ist deine Armee? Dafür werden keine Zwerge mehr sterben. Sindri! Lass es! Odin zwang sie, diese Kriegsmaschinen zu bauen. Oh, der hat eine Riesenhacke. Sie jetzt zerstören. Bevor du sie zerstörst, müssen wir sie auf die Schwachstelle richten. Klar. Sollen die Zwerge doch hinter den Riesen aufräumen. Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Vorsicht, rechts. Fritz Maler und. Also musikalisch, das ist halt perfekt untermalt. Oh, jetzt meine Kinder Skribers. Wurde auch verdammt Zeit, dass er kommt. Der ist groß. Was jetzt?
das war einfach. Ist es das, was ihr wolltet? Das wollte ich nicht. Nein, verschließ dein Herz davor. Verschließ dein Herz. Wer sind die? Leute Midgards. Odin nahm sie auf. Sie sollten nicht hier sein. Das sind keine Soldaten. Odin hat sie in den Tod geschickt. Kriege gewinnen die bereit sind, einfach alles zu opfern. Alles. Was machst du? Sohn, hör mir gut zu. Du fühlst ihren Schmerz, weil das deine Natur ist. Das darfst du nicht verleugnen, niemals. Für niemanden. Ich lag falsch, Atreus. Ich lag falsch. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz und spüre ihr Leid. Das hat deine Mutter gewollt. Und ich will es auch. Heute werden wir uns bessern. Aber was können wir tun? Seht ihr, wie groß der ist? Ich glaube, wir gewinnen. Das heißt, wenn sie uns nicht vorher töten. Warum kämpfst du nicht? Ragnarök ist hier. Wir haben Odin endlich genau, wo wir ihn... Wir halten Odin auf. Aber wir sind nicht gekommen, um die Unschuldigen zu opfern. Wir durchbrechen die Mauer bei Rimthurs Schwachstelle. Mit welcher Armee? Atreus und ich reichen dafür. Das ist Selbstmord. Das mag sein. Doch wir sterben für Gerechtigkeit, nicht für Rache. Kann diese Waffe die Schwachstelle öffnen? Das werden wir wohl rausfinden. Ihr drei. Bringt die Leute in Sicherheit, wo immer das sein mag. Es wird erledigt. Freya und ich tun, was wir können und verlangsamen Ragnarök. Er war zuvor bei Verstand. Vielleicht lässt er mit sich reden. Ah, erster Depp, der sich... Odin wird nicht entkommen. Und falls doch, so helfe mir. Ich weiß. Bombschwelle! Fuck! Nein! Beschütze ihn! Ich helfe denen, die festsitzen. Wir treffen uns bei der Schwachstelle. Geh! Geh, Atreus! Oh, jetzt haben wir einen Atreus verloren, okay. Alter, das ist so geil gemacht. Sindri, pass auf und bleib hinter mir. Passt du auf. Ich will kämpfen. Hör mal, darf ich kurz? Nein, darfst du nicht. Sei still und kämpfe. Oh. Haha, du musst aber eigentlich früher aufstehen mit deiner dummen Armbrust. Du kannst mit mir nicht mithalten. Oh, leg mir, wo stehst du? Du Menage, du Blöde.
Halt's Maul um! Volker! Wow! Oh. Sindri! Kontrolle bewahren. Jetzt haben wir Bär und nicht mehr Wolf. Alter, wie geil. Alter, was ist das für eine Musik? Das ist so geisteskrank. Ja, Bahnstelle von einem Bären. Was sagst du da dazu? Was? Willst du meinen Dank? Nein, ich wollte... Mir egal, was du willst. Das ändert nichts. Ich glaube, dass der insgeheim gar nicht so zintig ist, wie er tut. Ganselhaut, aber 100%ig, Alter. Du hast mich wirklich glauben lassen, dass wir keine Feinde sein müssen. Thrud, dir geht's gut. Aber Mutter hatte doch recht mit dir. Du bist ein Mörder, genau wie dein Vater. Und ihr wollt uns alle töten. Nein, nur Odin. Sindri nicht! Wir sind Freunde. Freunde bringen einem nicht das Ende der Welt vor die eigene Haustür, Loki. Du hast recht. Du hast recht. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Die machst du sehr oft. Das ist keine gute Ausrede. Das ist keine Ausrede. Ich will's wieder gut machen. Geht es Skildir gut? Hast du ihn gesehen? Was soll mit ihm sein? Wovon genau redest du da? Odin ist gewillt, die Bewohner Midgards zu opfern. Er hat sie zur Abschreckung an der Mauer aufgestellt, weil sie nicht kämpfen können. Ihre Tode sollen uns einfach nur verlangsamen. Warum sollte er das tun? Und warum sollte ich dir überhaupt glauben? Weil er recht hat. Oha! Weil Odin so ist. So ist er schon immer gewesen. Mutter, warum bist du hier? Was? Er opfert jeden, egal wen, um ein Problem zu lösen. Alle aus Midgard. Deinen Freund. Unsere Familie, jeden von uns. Ich hatte gehofft, dein Vater würde sich ihm widersetzen, doch jetzt liegt es an dir. Was willst du mir damit sagen? Thrud. Ich habe nie gezweifelt, dass du die fähigste Walküre wirst, die es jemals gegeben hat. Aber nicht für ihn. Verstehst du das? Aber unsere Familie. Ohne Odin können wir eine sein. Eine echte. Was er tut, ist falsch. Also wie ich fast dachte, die wenden sich gegen ihn. Also zwei Seiten zumindest. Wenn wir standhaft sind, sind wir sicher. Wir wären ihm was schuldig. Aber nicht euren Tod. Ach was. Vater wird sie nicht zu Großvater lassen. Dann geh mit ihm. Er wird auf dich hören. Bist du bereit, deine Leute zu finden? Ja. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Sehr gut.
Eine nordische Göttin mehr, die wo auf unserer Seite steht. Schieß drauf. Gaulfer! Ja, die ist sie. Beziehungsweise Mauer ist sie. Sehr gut, Sohn. Sehr gut. Er fragt gar nicht erst. Odin suchen. Hier ist das Mädchen. Hallo, Fru Torsdottir. Torsdottir? Sie ist meine Freundin. So, und wann kommt jetzt der Tor? Der Tor muss noch kommen. Ruth, du kämpfst gut. Hat mich mein Vater gelehrt. So viel ist klar. Ja, danke. Schade, dass er nicht... Ich weiß. Achtung, hinter dir! Vorsicht! Hinter dir! Vorsicht! Ich bin noch nicht fertig! Ozenten. Autsch! Kommst klar? Hinter dir! Schön Vorsicht! Das ist Bifrost! Rechts von dir! Was ist hier los? Ich dachte, Ragnarök sollte uns helfen. Die Kreatur ist nicht ganz. Sie ist unvollständig. Und Das ist kann schlecht. Zweck nicht erfüllen. Hinten! Ich bin noch nicht fertig! Also das... Ich weiß nicht, wie krass das bei Eng umkommt, aber das Segment oder die Welt und die Musik und die Kämpferei einfach, das ist so fucking over on point. Man merke, Atreus Archäologe 16 Frauen checken den. Ja, so ungefähr. Du hältst genauso viel vom Blocken wie ich. Scheiß auf Blocken. Blocken ist für weiß ich nicht, keine Ahnung. Halt! Wo ist Sindri hin? Er hat seinen Teil getan. Der Rest liegt an uns. Vorsicht! Über dir! Pass auf! Wie aufregend! Ja, wahnsinnig aufregend. Es ist richtig krass, selbst wenn man schon mal gespielt hat. Alter, ja, der Vogel, der war ein wenig größer. Oh. Vogel!
Vogel kaputt. Du hast Bifrost an dir. Sei vorsichtig. Scheiß auf Bifrost, macht nix. Kriegen wir hin. Wenn man sich irgendwann die Möglichkeit ergibt, mit einem epischen Arschbomben-Entrance in den Kampf einzugreifen, dann kriegt der Thors. Der wird noch kommen, definitiv. Obi mit dir. Alter! Siehst der Flash? Nice. Das ist ja schon mal nicht so traurig, weil es ist nur so Felsen. Oh, da hinten blitzt was, Freunde der Sonne. Da hinten blitzt was. Ich glaube, jetzt kommt der Tor. Meine Boxen schreien mir gerade an wie ein Orchester hinter. Ja, aber bei dem Segment, da lohnt es sich tatsächlich, dass du wirklich Boxen noch mal ein wenig auftrast. Man sagt zwar nicht viel, aber einfach mal ein wenig wirken lassen. Ja, ist schon geil gemacht. So, wie geht's jetzt weiter? Ah. Die große Loge. Da müssen wir hin. Ja, da hat mindestens einer was dagegen. Er wollte nicht hören. Aber das ist gerade nicht das größte Problem. Geh zu deiner Schwester. Ihr müsst Ragnarök aufhalten. Ich kämpfe hier. Aber wenn ich nur... Nimm Atreus und die Maske und blick nicht zurück. Mein Sohn vertraut dir. Also tue ich's auch. Oh, es gibt der Showdown. Ich hab genug von dir und deinem Sohn. Oh, Endkampf gegen ein Tor oder was? Keine verdammten Spiele mehr. Und diesmal darf ich dich auch töten. Oh boy. Wir müssen das nicht tun. Oder? Das ist, wer wir sind. Das reicht nicht. Ich vertrage das. Und du? Was das? Du musst die Kontrolle behalten. Ich weiß. Komm schon. Komm schon! Okay, er schmeckt Patterns, Lerner. Thor, der Junge glaubt, du hättest dich verändert. Beweis es, beende das! Genug geredet. Kämpfe und stirb!
Alter. Du bist, wo der Allvater dich gemacht hat. Du hast die Wahl. Wir werden alle sterben. Okay. Erst mal lernen, welchen Angriff man von dem blocken kann und wann man ausweichen muss. Das ist, wer wir sind. Boah. Was das? Ich vertrage das. Und du? Ja, er wirft halt nicht instant. Thor, der Junge glaubt, du hättest es nicht verändert. Beweis es, beende das. Genug geredet. Kämpfe und stör. Oh, der war mies. Das reicht nicht. Du bist, wozu der Allvater dich gemacht hat. Du hast die Wahl. Wir werden alle sterben. Alter, Du musst die Kontrolle behalten. wie weicht man denn den Angriff aus? Das ist voll weird, weil der während der Animation auf mir auch angreift. Denk doch einmal selbst. Deine Familie zerbrechen. Es reicht. Tu nicht so, als ob du mich kennen würdest. Meine Tochter! Nein! Ich hab nicht! Du bringst uns in mein Heim! Ist der dicht? Boah, Alter! Alter, das hat so eine riesige Range! Wenn dies das sind, stirbst du zuerst! Dann dein Kind! What the fuck? Alter, du kimmst. Einer von uns stirbt heute! Aber ich werd's nicht sein! Boah, Alter, was hat denn der für ein Movement? Blut würde das nicht wollen in dir! Nicht in deinen dreckigen Mund! Alles war gut, bis Loki aufgetaucht ist! Er hätte mich fast überzeugt! Ließ mich glauben, es könnte sich was ändern! Boah, wo? Boah. Du weißt nichts, was ich hören will! Bruder, der Wow!
Oh, der Kampf ist heavy. Der ist richtig heavy. Der ist zwar richtig geil gemacht, aber der ist richtig heavy. Aber ich werd's nicht sein! Oh, Blut würde das nicht wollen! Nicht in deinen dreckigen Mund! Alles war gut, bis Loki aufgetaucht ist! Er hätte mich fast überzeugt! Ließ mich glauben, es könnte sich was ändern! Thor, hör mir zu! Du weißt nichts, was ich hören will! Odin kann nicht! Halt dein dreckiges Maul! Boah, Alter. Komm schon! Auf was verdammt nochmal wartest du? Deine Tochter. Mein Sohn ist ihr Freund. Wenn du ihr wehtun willst. Das werde ich nicht. Weißt du nicht, was ich getan habe? Doch! Aber was wirst du jetzt tun? Wir ändern uns nicht. Wir sind Zerstörer. Nicht mehr. Nicht mehr. Zum Wohle unserer Kinder. Wir müssen besser sein. Warum ist er nicht tot? Redet ihr etwa? Wer hat dir das befohlen? Du redest nicht. Du denkst nicht. Ich denke, du tötest. Ein verdammt simples Konzept. Ich glaube, dass du gleich stirbst. Sif hatte doch recht mit dir. Ich wollte es nur nicht einsehen. Was soll das? Bist du kaputt? Ich bin dein Vater. Nimm den Hammer und töte, wenn ich sage, du sollst töten. Nein. Ich wollte das nicht. Wirklich, ich wollte das nicht. Alter, was? Thrud, das ist alles ihre Schuld. Sie haben uns das angetan, unserer Familie. Thrud! Oh, Alter, jetzt bist du aber sowas von fällig. Um alles selber kümmern.
eigener Sohn? Deine Enkelin? Warum? Opa, jetzt hat's die. Ich rette sie. Und Thor, der geht auf euch. Ihr habt ihn gegen mich aufgebracht. Ihr habt alle gegen mich aufgebracht. Odin, bitte! Du kannst das beenden! Ihr könnt das beenden. Gebt mir einfach meine Maske. Klar! Nichts kriegst. Das klingt nach einer tollen Idee. Rechte Seite! Und du kannst einfach nicht anders, oder? Ein Zerstörer. Mehr bist du nicht. Ah ja, das sagst du. Au. Du hast den Kampf begonnen. Nein, nein, nein. Das alles begann lange bevor du Oh, was? auftauchtest. Was? Was? Eine Plage. Okay, wie blockt man denn? Das wolltest du doch, oder? Au. Oh, komm, leck mich. Ah. Es reicht. Ja, okay, da wird mir jetzt. So wird es nicht enden. So lasse ich es nicht enden. Ich glaube es nicht. Boah, Alter. Ist sie verarschen jetzt, oder was? Ja, spring um den Arsch. Das Arschloch. Alter! Also, war das alles, was du dir erhofft hast? War dein Plan wirklich um so vieles besser als meiner? Ich hoffe, du hast bekommen, was du wolltest. What the fuck? Noch nicht ganz. Glaubst du, du beherrschst als einziger einen Bindezauber? Ich verbrachte viele lange Winter mit dem Gedanken, was ich wohl sagen würde, wenn ich zusehe, wie du aufhörst zu atmen. Aber jetzt wird mir klar, dass es nur eine Sache gibt, die du wissen musst. Du hast absolut keine Macht mehr über mich. Das ist meine Fricke. Ich vergaß, wie gut du mit Flügeln aussiehst. Oh, Ehemann. Du hast stets Wissen begehrt. Tja, jetzt werde ich dir beibringen, wie es ist, wenn man alles verliert.
Knie vor deiner Königin! Ich hab dich immer geliebt, weißt du? Ein Scheißhost. Du hast niemanden je geliebt! Vater? Ja, das ist die Gruft. Freya? Das ist es, Loki. Nein, 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 nein. Schluss mit Kämpfen. Nein. Nichts davon ist jetzt wichtig. Das ist dein Moment, Loki. Groa wollte dich vor mir verbergen, aber das ist dein Schicksal. Streiter aller Jötnar. Nur er kann die Maske tragen. Und nur er erblickt die volle Wahrheit der Schöpfung. Er löst die Rätsel von Leben und Tod. Kein Zweifel, keine Verwirrung. Es ist deine Bestimmung. Ich traue ihm keinen Meter weit. Setz sie auf, Loki. Stell ihr die Frage. Du hast die Wahl, Sohn. Ich vertraue dir. Nein! 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 Wieso hast du das getan? War das alles umsonst? Du willst ein Niemand sein! Oh, jetzt ist er richtig zündig. Oh, jetzt haben wir zu dritt. Was? Lange gewartet, nicht wahr, Frick? So wie ich. Leider zu spät. Fliegt! Links von dir! Weiter. Führen. Au. Au! 3 gegen 1! Au! Vergiss mich nicht, Alfratze! Wie hast du mich Alfratze! genannt? Das ist für Brock! Boah, die Dinger haben mies. Vorsicht, rechts! Boah, ich komme mit dem Schauen nicht noch. Wie denn jetzt? Verstehst es nicht? Nein! Dreimal groß, jawohl, schön groß dran.
ihr ruiniert? Was habe ich dafür geschuftet? Oder hat der alle Magien der Welt, oder was? Ich wollte nur antworten! Deine Eckchen! Alter, ich block doch die ganze Zeit. Was war denn das jetzt? Ich drück 5-mal auf Blocken und er tut Schellen nicht vierer. Lol. Alles habt ihr ruiniert! Ja, da brauchen wir- Was habe ich dafür geschuftet? Was habe ich dafür getötet? Ich wollte nur antworten! Deine Eckchen! Hättet ihr mitgespielt, wäre das alles nicht passiert. Wozu das alles? Antworte mir, Loki! Wozu das alles? Benutzt du die auch bei unserem Sohn? Oh. Boah, der ist verdammt schnell, der Typ. Sinnlos! Bist jetzt zum Fatalis mutiert, oder was? Mann, da muss er mal Blut spritzen. Das war unsere Chance, Loki. Ich hätte meine Antworten bekommen. Und mehr als das, die Wahrheit. Und du hast mir das genommen. Alles wäre besser geworden. Wir hätten gemeinsam die 9 Welten verbessert. Es ging dir nie um die Welten oder mich. Es ging nur um dich. Du hast alles zerstört. Mein Zuhause, meine Familie, mein Königreich. Du warst das selbst. Das waren deine Taten. Du hast deinen Sohn getötet. Das war nicht gewollt. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer die Wahl. Du musst aufhören. Du hast die Wahl, dich zu bessern. Nein, nicht ich. Ich muss wissen, was als nächstes geschieht. Ich höre niemals auf. Warum musstest du das sagen? Sopna, Upfrau, Fesu. The fuck? Sopna, Hethal. Sopna. Sopna. Hey, what the fuck? Was tun wir mit ihm? Ich schwor, dass ich dir niemals die Wahl zwischen Leben und Tod abnehme. Ich sehnte mich so lange
Nach diesem Moment. Und jetzt ist er hier. Ich brauche das nicht, um frei zu sein. Wir haben ihn aufgehalten. Nur darauf kommt es an. Jetzt ist er hier. Was kommt als nächstes? Ragnarök, er ist hier. Noch nicht vorbei? Zeit zu gehen. Und wo sollen wir hin? Ausweg gefällig? Fenrir! Riesending. Also, mir nach. Beeilung. Irgendwie. Nath. Du musst gehen. Freya! Es ist Zeit. Hab keine Angst. Egal was passiert, ich bin bei dir. Aber dein Weg gehört dir. Folge ihm und du kommst genau dorthin, wo du sein solltest. Mutter? Da ist er. Wach auf, Atreus. Wach auf. Gut, dass du wieder hier bist. Hallo. Wo ist mein Vater? Irgendwo hier im Lager. Er wird sich sehr... Das ist ja mit dir. Danke, er. Was hat Mimis Lager? Vater suchen. Okay. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Art und Weise, wie der Odin gestorben ist, aber die Sequenz war geil, definitiv. Mutter, hör auf damit. Ruhig. Thrud, Loki! ich bin so froh, dass ihr beide lebt. Oh ja, Schweinersdogge. Wirklich. Und es tut mir leid. Thor, er hat's versucht, weißt du? Tut mir leid, dass ich nicht mehr tun konnte. Nichts wird das ändern, was du fühlst. Aber vielleicht tröstet es dich, dass Odin erledigt ist. Ja, auf jeden Fall. Loki, es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Im Ernst. Bleibst du hier in Midgard? Eine Weile. Dann muss ich etwas finden. Hildisvini möchte, dass wir die Bewohner Asgards nach Vanaheim bringen. Für den Wiederaufbau. Ich wünsche ihnen das Beste. Und dir auch. Oh, und Thrud. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Viel Glück. Bis dann, Loki. Sei vorsichtig. Ja, sind eigentlich nicht. Also sie ist ja eigentlich eh kurz wieder Wurden nicht. Waffen im Kampf beschädigt? Ich glaube nicht.
Vielleicht ein kleines bisschen. Wir schauen sie uns später. Nicht nötig. Also, ich hoffe jetzt nicht, dass wir da jetzt aufgehen und der Kratos ist. Ne? Aber ich kann mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hugin hat's geschafft. Das ist gut. Wo ist er denn, der Hug? Ah, da oben sitzt er. Oh, und wenn du dieses Holz zu Branas Zelt bringen könntest, wäre sie sehr dankbar. Skildir? Loki, hey! Schön, du hast mich trotz Kopfverletzung nicht vergessen. Hattest du eine Kopfverletzung? Alles verschwommen, vielleicht war das jemand anderes. Egal. Mensch, freut mich, dich zu sehen. Freut mich auch. Du hast viel zu tun? Ach, ich helfe den Leuten einfach gern. Wir haben bald Schlafsäcke für alle und die Wölfe deiner Freundin halfen bei der Jagd. Wir sollten genug Essen für alle haben. Echt jetzt? Echt jetzt? Und hey, vielen Dank für alles. Ohne dich und deine Freunde wären wir nicht hier. Ja, natürlich. Ich hätte nur gern mehr Leute rausgeholt. Loki, das war gut. Danke, Skildir. Pass auf dich auf, ja? Hey, du kennst mich doch. Okay. Hat jemand irgendwo noch Decken gesehen? Der Schnee mag schmelzen, aber es wird trotzdem ziemlich kalt sein. Stimmt, der Schnee schmilzt. Es taut. Ist am Fimbulwinter weg quasi? Oh, da ist er. Ein für den Jungen hier. Scout! Hört! Scout! Ohne dich wären wir nicht hier. Oder Freyrs Opfer. Das stimmt. Oh, wir haben gerade über Freyr gesprochen. Gut. Wo war ich? Oh, als ich ihn traf, dachte ich, er wäre ein Krieger, ein echtes Genie, ein geborener Anführer. Seine Legende eilte ihm voraus. Er selbst war aber ganz anders. Er hat mich trotzdem überzeugt. Er war einfach so nett. Und wirklich gut aussehend. Das stimmt. The fuck? Und äußerst charmant. Gut, hört auf, sonst muss ich gleich wieder heulen. Verzeiht. Ich muss zu Vater. Pass auf dich auf! Jo, servus. Erinnert ihr euch noch an Speedblattmir und das Feuer? Oh, da ist Freya. Schön, dass du wach bist. Freya. Er wollte es so. Ich konnte ihm das nicht abnehmen. Er hat uns alle gerettet. Das werde ich nie vergessen. Die Familie, die ich zu haben glaubte, wurde mir Stück für Stück genommen. Aber meine neue Familie spendet mir Trost. Deine Mutter hatte recht, weißt du. Du hast diesen Bogen letztlich gemeistert. Du bist ein großer Krieger, aber noch mehr als das hast du ein gutes Herz. Nichts, was dir widerfuhr, konnte das ändern. Ich bin stolz auf den Mann, der du bist, Atreus. Danke. Für alles. Ich sollte zu Vater. Was solltest du? Ganz ehrlich, ich bin richtig froh, dass Freya zu uns gehört hat. Also, dass wir die nicht wirklich nur hops nehmen haben müssen. Also, weil die ist schon eine coole Haut, eigentlich. Atreus! Du hast uns ziemlich erschreckt. Schön, dich zu sehen, Mimir. Hör zu. Ich will dir danken. Ah, was hast du sonst vom klügsten Menschen der Welt erwartet? Du bist nicht nur klug. Du hast mir zugehört, mich angeleitet und bist im Grunde ein zweiter Vater für mich. Junge. Nein, du musst das hören. Ich schätze dich wirklich sehr. Ich hab dich auch sehr gern, Kleiner. Bis dann, Mimir. Gut, dich zu sehen, Atreus. Dich auch, Hildisvini. Das hört sich irgendwie ganz massiv nach traurigem Abschied an. Du willst also nach Vanaheim mit den Asen? Das stimmt. Oh, wer hätte gedacht, das war Und es ist schön hier, oder?
Uns geht es gut. Du warst heute so gut, Junge. Ich bin stolz auf dich. Oh, Flauschi. Vielleicht finden wir später noch was Leckeres. Na gut. Ich der bin geht von dran. der Lor. Wer ist das? Hm? Ja, wir kennen ihn. Oh, Flauschnädel. Vielleicht überrasche ich dich ja bald mal. Oh, hast du schon. Du warst in guten Händen. So ein cooler Hund. Danke, dass du uns gerettet hast. Ich entschied, dass ich das Ende besser selbst schreibe. Du hast es deinem Vater nicht gesagt, oder? Was gesagt? Komm schon. Riesenvision. Ich hab's gesehen. Verstehe. Stirbt jetzt am Ende wirklich noch. Dass ich das tun muss, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Euch beiden. Ich will nicht stören. Das ist auch für dich. Atreus, schön, dass es dir gut geht. Ja, und dir auch. Seit Genghis kann durchaus möglich sein. Also, wie endet die Geschichte? Was? Vor Ragnarök. Du hast versprochen, zu Ende zu erzählen. Als der Tod eintraf, fragte er, weshalb der alte Mann ihn gerufen hatte. Mit dem Tod vor Augen überdachte der alte Mann seine Bitte nochmal. Nach einem Moment fragte er, ob der Tod ihm die Stämme auf den Rücken legen könnte, damit er seine Reise fortsetzen kann. Er war nicht bereit zu sterben. Er wollte weiterleben. Okay, also hat der Kratos keinen Bock zum Sterben, er mag weiterleben. Schau mal gut! Wer hat Bock auf Skifahren? Das ist eine Menge Rauch. Offenbar sind Teile von Asgard überall in den Welten gelandet. Vielleicht sind noch einige Einherjahre in ihrer Nähe. Auf alle Fälle sei. Deshalb habe ich dich nicht hergebracht. Alter, wie gut der Schnee einfach ausschaut. Hey, wie wenn ihn draußen zusammengeklappt hätte. Das ist so geisteskrank gute Grafikqualität. Du wärst dabei. Sehr gut. Und da wäre lauter Wintersportler. Schneeballschlacht, da war ich dabei. Oder Bobfahren. Bobfahren war ja sofort dabei. Oh, das ist das letzte Stück der Prophezeiung.
Mutter? Mein Schrein in Jötunheim. Sie hat ihn zerstört. Wir sollen unser Schicksal nicht kennen. Wegen ihr wählten wir unseren eigenen Weg. Sie wandte sich gegen ihr eigenes Volk. Unser Volk. Um euch zu schützen. Sie gehen nicht alle auf. Tut mir leid. Vater, ich muss mit dir über was reden. Da draußen sind andere Riesen. Und ich muss sie finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind, aber ich bin für sie verantwortlich. Ich muss das allein tun. Ich will es nicht allein tun, aber es muss sein. Es ist schwer zu erklären. Macht es dir Angst? Ja. Und deswegen musst du es tun. Wie du gesagt hast. Ja. Wir haben heute wegen deiner Entscheidungen überlebt. Wem du traust. Wen du Freund nennst. Sohn, du bist bereit. Wir haben's versprochen. Loki wird gehen. Atreus. Atreus wird bleiben. Der trennt jetzt nicht ernsthaft vor seinem Sohn. Kümmere dich um alle. Aha. Mhm.
Kratos wieder Gott? Was hast du dort gesehen, Bruder? Ein Weg. Den ich mir nie erträumt hätte. Und was jetzt? Es gibt viel zu tun. Alter, der Kratos ist der Allvater. Wollt ihr mir helfen? Ja. Wir schaffen das. Gemeinsam. Alter, was war denn das für ein Trip? Alter, bist du bescheuert? Leck mich am Arsch. Jetzt schauen wir mal, ob da noch irgendwas kommt. Da kommt noch etwas. Bin ich mir fast sicher. Das war noch nicht alles. Freya, wir sollten wohl über Gnaw reden. Wir müssen nicht über sie reden. Wir müssen sie nur finden. Aber Odin wählte sie zu seiner neuen Walkürenkönigin. Eine Warnengöttin. Deine Freundin. Genau, schwor Asgard vor langer Zeit die Treue und unsere Freundschaft endete kurz danach. Aufgemerkt. Was ist passiert? Ich traf eine Wahl, die sie nicht akzeptieren konnte. Kratos, sie hasst mich. Sie wird uns Probleme machen. Besser, wir finden sie, als sie uns. Und noch einen für den großen Höchst selbst. Skull! Skull. Okay, entweder ist das jetzt Hinweis aufs Endgame oder das ist der Hinweis auf das nächste Spiel. Womöglich. Aber so eine Antwort wirklich gefunden, wie er da hinkommt, haben wir immer noch nicht. Oder habe ich es übersehen? Mr. Herbert, kurze Info, kommt da noch was, ja oder nein? Also bezüglich, kommt nix. Okay. Ein paar Dutzend Leute pro Lager. Familien bleiben natürlich zusammen. Leb wohl, Kratos. Danke. Vielen Dank. Wir bringen so viele Vorräte mit wie möglich, aber viel wird es nicht. Macht dir keine Sorgen. Jeder, der in der Lage ist, kann mehr Vorräte holen. Asen und Warnen. Gemeinsam. Okay.
Jenseits von Ragnarök. Ragnarök ist vorbei, aber es gibt noch viel zu tun. Erkunden Sie die Welten, um die Überreste von Asgard zu entdecken. Stellen Sie Ihren Mut in Muspelheims Schmelztiegel unter Beweis. Finden Sie furchterregende Berserkerseelen. Schließen Sie Gefallen für Freunde und Verbündete ab, Abenteuer, Herausforderungen und Geheimnisse warten. Rata Töskrüm wartet mit neuen Yggdrasil-Samen für Weltenreisen. Wohin zuerst? Wir könnten uns um ein paar Dinge in den Welten kümmern. Oder diese Stücke Asgards untersuchen. Da kannst, Egal was. Wir da kommen kannst du nichts anderes tun, als dein Hut ziehen. Die Spur ist ja wohl absolut geisteskrank gut gemacht worden. Heilige Scheiße. Und vor allem der Twist, dass der Kratos scheinbar mehr oder weniger aufsteigt oder, wie sage ich denn, mehr oder weniger den Platz von Odin einnimmt. Also wenn man das auf dem Bild von der Prophezeiung ein bisschen so deutet, ne, steht ja der Kratos quasi über allem, mehr oder weniger, und er wird angebetet. Also ist das mehr oder weniger sozusagen der Freifahrtschein, hey, wir verehren die jetzt als Vertreter oder als neuen Odin sozusagen. Das ist so unfassbar krass, dass der Kratos eigentlich vom verhassten Göttermörder zum liebenden Gott aufsteigt. Das ist so geisteskrank, das kannst du eigentlich keinem verzeihen. Das ist einfach so absolut geisteskrank, das Storytelling. Zugegeben, es gibt zwei Sachen, die wo mir an der ganzen Geschichte so ein bisschen, ja, wie sage ich denn, nicht schlecht stimmt oder wo ich ein wenig mehr erhofft hätte, war, dass vielleicht der eine oder andere ein bisschen an Drecker da unten sterben hätte China, als wie er gestorben ist. Ja, das mit dem Heimdall, das hätte ein wenig intenser sein können. Das mit Odin hätte ein wenig intenser sein können. Das war tatsächlich ein bisschen, ja, wird sie wahrscheinlich heutzutage, werden sie sich das vielleicht nicht mehr so trauen, wie sie es halt damals gemacht haben, aber an und für sich ist dieses Spiel ist ein 12 von 10. Ich glaube, dass da überhaupt keine Diskussion nicht gibt. Das Spiel ist also wirklich geisteskrank. Ich wiederhole, GG, alter Falter, Sachsen, Diffix-Letten, was ein episches Spiel. Ja, dem habe ich absolut nichts hinzuzufügen. Hollywood, wenn es solche Spiele gibt wie das oder Plugtail, könnt's mit teilweise Serien und Filme scheißen gehen. Alter Schwede. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, und das Gaming-Jahr 2022 neigt sich ja allmählich dem Ende zu. Und ich sag's euch, wie es ist, was wir mir teilweise heuer und Spiele gespielt haben, da können Filme, wie du sagst, scheißen gehen. Die Spiele werden immer intensiver, die Spiele werden immer besser erzählt, die werden immer besser geschrieben, also ohne Scheiß, Plugtail, God of War, einfach unfassbar geile Spiele gewesen heuer. Und das wird man dann wahrscheinlich am Weihnachtsstream oder vielleicht am Silvesterstream, müssen wir mal schauen, wird man da ein bisschen Revue passieren lassen, was so alles passiert ist heuer, und da werde ich mein persönliches Spiel des Jahres küren. Das wird verdammt schwer. Ich habe überhaupt keine Ahnung, in was für Richtung ich da tendieren soll, weil wir so viele geile Sachen gespielt haben. 12 ist ein 15 von 10. Ja, das ist auch 15 von 10. Nimm mich genauer so. Dafür ist halt auch 2 Jahre lang nicht wirklich was Gescheites gekommen. Das stimmt. Und was man halt einfach schon sagen muss, bei God of War war man halt einfach von Anfang an sicher, wie das gekommen ist. Das kann nicht enttäuschen. Das ist seit dem ersten Spiel qualitativ so dermaßen hochwertig. Das hat nur gut werden können. Das hat nicht enttäuscht. Das war der Unding gewesen. Bei God of War und auch bei Soul-Spielen, wenn die rauskommen, da kannst du davon ausgehen, dass die einschlungern. Ja? Weil die werden entwickelt. Die werden richtig entwickelt. Das wird nicht vorzeitig auf den Markt gerotzt, bevor das nicht wirklich hundertprozentig passt. Und da, ich denke, dass keiner jetzt im Chat sagt, hey, das Spiel war da schwach oder das Spiel hat da scheiße ausgeschaut. Das gibt es nicht. Also ich habe jetzt nicht einmal, ich habe ein einziges Mal einen kleinen Grafikbug gesehen in God of War, und das war hübsch am Anfang. Ja, da wo das Werkzeug so komisch in der Luft hängt ist. Das war aber auch schon das Einzige, was ich gesehen habe. Ja? Aber um das soll es jetzt nicht gehen. Also fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir jetzt gesehen haben. Ich finde es heftig, dass sich der Kratos wieder mal, oder was heißt wieder mal, der Kratos in Anführungszeichen verliert wieder sein Kind, weil Calliope, seine Tochter aus der griechischen Mythologie, hat er ja gewissermaßen selber auf dem Gewissen. Ja? Und der Atreus verabschiedet sich jetzt von ihm.
Ja, das ist das Nächste. Das heißt, er muss schon wieder sein Kind gehen lassen, ne? Damit halt, er wollte einfach nichts anderes, als dass es an Atreus gut geht. Das hat man im Laufe der Story immer wieder mehr oder mehr mitgekriegt, dass der Kratos mehr in die Rolle des liebenden Vaters geht. Ja, das kennst du so nicht von ihm. Und das war auch von mir, das war für mich am Anfang ganz komisch, wie ich gesagt habe unter dem Stream, hey, der Kratos wirkt echt kaputt, der kann nicht mehr. Und ich habe wirklich oft gesagt, oder bin ich oft der Meinung gewesen, der stirbt am Ende. Weil er einfach, der opfert sich für einen Atreus, weil es nicht mehr geht, weil es nicht mehr anders machbar ist. Und einfach das Storytelling dahinter. Die ganzen Up and Downs, diese ganzen Plot-Twists, die sie da in der Story gesetzt haben, ist absolutes, das ist über der Champions League, wenn du mich fragst. Und so der Hinweis, nochmal um auf das zum Sprechen, am Schluss jetzt, es ist so ein 50-50. Es ist so ein 50-50. Entweder es kommt nur mal ein Spiel, ja, oder wird anhand eines DLCs vielleicht gelöst. Ja, ich kann es nicht sagen, weil im Endeffekt, was passiert denn in der nordischen Mythologie nach Ragnarök? Eigentlich nichts. Wenn Ragnarök vorbei ist, ist ja eigentlich mit der nordischen Mythologie dann, ne? So, das ist halt jetzt die Frage, was gelangt das nun für ein neues Spiel? Beziehungsweise ist vielleicht nicht gescheiter, wenn man es hierbei so stehen lässt. Das ist halt die Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte es nicht fix behaupten, dass Nummer 1 kommt. Aber es ist natürlich, die Türen stehen offen. Ja. Sie können jetzt sagen, wie reagiert die Community? Will Community Name 1, wovon ich jetzt ausgehe? Oder ist der Schrei da noch gar nicht mehr so groß? Weil die Laden für das Spiel ist hoch. Beziehungsweise von der Story her. Ne? Da tust du dich schon schwer, dass du noch mit drüber kommst. Mein einziger Kritikpunkt an God of War Ragnarök ist das Kampfsystem, weil es viel auf Blocken ausgerichtet ist und da sind meine altersbedingten Reflexe zu langsam. Es stimmt schon, du musst schon viel blocken. Das habe ich auch komplett außer Acht gelassen, weil das hast du so in die Hack-and-Slay-Teile, da gibt's quasi Blocken nicht. Das ist quasi non-existent. Das stimmt schon. Ich hab das aber auch, wie gesagt, massivst aus den Augen verloren, das Blocken. Das hätt's mir oft einfacher gemacht. Das stimmt tatsächlich. Aber so an und für sich, ich finde es halt geil, dass Waffenvielfalt ins God of War eingebracht haben. Ja, du hast nicht nur Axt und Chaosklingen, wie es im Vorgänger war, sondern du hast jetzt auch nochmal eine Waffen dazu gekriegt. Und das einfach simpel denkt, aber effektiv umgesetzt. Danke für die geilen Streams. Ihr braucht sich für überhaupt nichts bedanken, damit das einmal gleich klar ist. Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und merci, dass es euch gefällt. Das ist das Wichtigste. 2 Spiele, God of War mit Loki, Suche der Riesen, und God of War Kratos, das mit der konischen Valkyrie oder wer halt den Kratos sucht. Das glaube ich, machen sie nicht. Das glaube ich, machen sie nicht. Weil das darf nicht funktionieren. Ein God of War ohne Kratos, no way. Also ich glaube nicht, dass die 2 einzelne Spiele draus machen. Das macht Santa Monica nicht. Da bin ich mir 100%ig sicher. Eher nur DLC. DLC, okay. Das sagen, hey, wir bringen mal Loki DLC aus, wo du seine Story noch mehr ein wenig weiterverfolgen kannst und dann bringen wir noch mal ein kleines DLC zum Kratos. Das ja. Aber ein ganz Spiel, wo jeweils bei einem Spiel spielst du einen Loki und bei einem anderen einen Kratos, das wird nicht passieren. Sony Entertainment wird die Kur melden, bis es nichts mehr hergibt. Und wenn die Community noch mehr schreit, wird es mehr kriegen. Das ist halt das. Das ist halt das. Aber da müssen wir abwarten. Wie gesagt, ich möchte es nicht sagen, dass da nochmal ein fertiger, also ein kompletter God of War Teil kommt. Weil, wie gesagt, von der Basis, von der Story her gibt es halt einfach nichts mehr her. Jetzt so aktuell. Wer weiß, vielleicht kommt dann noch irgendeine andere Theorie, dass der Kratos auf einmal aus welchem Grund auch immer in einer anderen Mythologie wiederkommt. Weiß ich nicht. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das dann so gut ankommt. Weil im Endeffekt, wir wissen ja immer noch nicht, wie der da hingekommen ist. Das hat sich ja eigentlich geheißen, diese Frage wird beantwortet. Ja, nein, eben nicht. Wir haben ja immer noch komplett im Finstern, wie kommt der Kratos von der griechischen in die nordische Mythologie? Es wird halt einfach, es kann jetzt auch, dass das durch die Nebenmissionen dann irgendwie nur aufgeschlüsselt wird, dass da irgendeine spezielle Nebenmission gibt und man da dann irgendeine Sequenz zeigt, das ist möglich, aber ich kann mir es halt nicht vorstellen, weil das war, wie behindert war denn das? Das kann man jetzt nicht vorstellen. Also wenn, dann war das, wenn es erzählt worden war das im Laufe der Hauptgeschichte passiert. 2 DLCs und danach quasi keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, ich glaube eher, es kämen DLCs. Und auch nicht kehrt online oder so. Ja, weil das ist halt die Frage.
Also wenn noch mal was kommt, irgendwann müssen sie dir das ja erzählen. Es sei denn, es gibt irgendwann noch mal so ein Entwicklerinterview und da wird das erklärt, aber normalerweise verpackelst du so eine Info immer in die Spiele, wenn du mich fragst. Also, da hat ich zumindest zu machen. Ne? Aber Fazit zu dem Spiel, es ist weit über dem gewesen, was ich erwartet habe. Ich habe Erwartungen an God of War gehabt, sehr hohe sogar, und diese haben übertroffen worden. Und das war mir bei God of War eigentlich, da habe ich, sage ich ganz ehrlich noch einmal dazu, ich habe bei God of War keine Angst nicht gehabt, dass das mies wird. Ich habe es eher mehr geschichert, dass das traurig endet. Ja? Aber es ist eigentlich wirklich ein schönes Ende. So, für das Spiel. Ja? Es ist eigentlich ein Happy End. Klar, ist ein wenig ein lachendes und ein weinendes Auge dabei, weil das mit dem Atreus, ne, dass er sich verabschieden muss, aber andererseits halt auch wieder shit zum Sehen, weil halt er als liebender Vater halt zu seinem Sohn sagt, hey, du bist jetzt soweit, und die Reise über die letzten 2 Spiele, die war einfach wirklich lang. Und dass sie das so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, das ist schon, das haben sie schon gut gelöst. So. Hätte ich alles verwettet, dass der Kratos stirbt. Ich tatsächlich auch. Ich hätte auch gemeint, dass er stirbt. Und sie haben gewusst, was der mit dem Vorstellungen, dass er doch noch stirbt oder auch nicht. Ja, aber im Endeffekt, du musst ja damit rechnen schon fast. Ja? Gerade wenn ich mal so Spiele anschaue wie Plague Tale. Ja? Ich habe mich einfach schon auf alles eingestellt. Ich habe mich auf alles eingestellt. Auf das Ende, ich habe mich auf ein schlimmes Ende eingestellt, auf ein tragisches Ende, dass einer von den 2 stirbt, ja, oder einer sich opfern muss, wie auch immer. Ich war auf alles gefasst. Aber das ist halt natürlich jetzt das schöne Ende von allen, die du da halt ausmalen kannst. Aber es bleibt halt natürlich irgendwo noch immer so ein kleines Fragezeichen über. Das auf jeden Fall. Natürlich hat jetzt ja jeder Fragen, ja, wie jetzt, er wird Gott, wie jetzt, was muss er denn da jetzt aufbauen, wie läuft das ab und wer ist er jetzt eigentlich und so, ne? Das sind halt die Restfragen. Und das, wie gesagt, da weiß ich halt nicht, ob das gelang für einen weiteren God of War Teil, aber das wird die Zukunft zeigen. Also, ich denke mal, sollten sie nochmal ein Spiel machen, kommt das nicht in den nächsten 3 Jahren. Das kannst du vergessen. Weil wie viel ist vergangen zwischen God of War 1 und God of War Ragnarok? Es waren 4 Jahre. Also kannst du mal frühestens in 3 Jahren vielleicht mit einer Ankündigung rechnen. Wenn denn eins kommt. Ja, das ist auch nicht gewiss. Aber gut, das werden wir dann sehen. Gut. Leute, ich hoffe, euch hat das Projekt Spaß gemacht. Ich habe unfassbar viel Freude gehabt. Es hat so viel Bock gemacht, das Spiel zu spielen. Ich habe das ganze Jahr auf das Spiel gewartet und ich bin nicht enttäuscht worden. Gott sei Dank haben leider andere Spiele in dem Jahr nicht so gut hingebracht. Hashtag Pokémon. Ich glaube, es ist jetzt gerade ein ganz cooler Zeitpunkt, um eng zu sagen. Wollen wir wissen, was das nächste Hauptprojekt wird? Habt ihr da Bock drauf? Also Tomb Raider spielen wir ja noch weiter, das ist ja wohl klar. Aber ich habe schon wieder was in die Startlöcher. Und ich habe mir sagen lassen, das ist ebenso gut. Hat Spaß gemacht. War super gut. Bock, ja war wirklich schön. Ja. War wirklich ein super Projekt. Hat unfassbar viel Laune gemacht. So, jetzt passt's auf. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Jetzt sag ich noch, was ab jetzt statt God of War laufen wird. Also, beziehungsweise, wir könnten jetzt vorher noch die Frage klären, soll man noch einmal einen Stream machen, wo man Nebenmissionen und so Zeit machen, oder sagt hey, nein, es ist gut, mach das für dich privat. Für God of War, uns war wichtig, die Geschichte zu sehen, das können wir uns jetzt noch offen lassen. Ja? Ich persönlich habe nichts dagegen, wenn ihr sagt, okay, spielen wir nochmal einen Stream, muss aber nicht sein. Wenn es ist, wie gesagt, da richte ich mich ganz nach euch, das könnt ihr gerne entscheiden, da machen wir dann vielleicht eine Discord-Umfrage oder sowas. Ausrufezeichen Discord für alle, die noch nicht drauf haben, kommt da bitte gerne dazu, wir machen mal ab und zu mal so Spiele-Umfragen, da könnt ihr abstimmen, was gespielt wird. Super Seducer, Trommelwirbel. So, jetzt passt's auf. Gleich sage ich es. So, aber wenn wir God of War beendet haben, also wovon ich jetzt einfach einmal ausgehe, dann zeige ich jetzt noch schnell gespielt, wenn ich ein richtiges Battle finde dazu. Das fix, da bin ich wieder überhaupt nicht vorbereitet. Du. Aber ich habe mir sagen lassen, dieses Spiel ist eine unfassbare Story. Ja, ist ein unfassbar gutes Storyspiel. Das hat mir jetzt schon mehrere gesagt. Und jetzt ist tatsächlich so, dass wir das jetzt mal aufgreifen werden, beziehungsweise habe ich es vor. Und ich glaube,
Und ich glaube, dass ihr das Spiel mit Sicherheit auch mögen werdet. So, passt auf. Also, wenn God of War beendet ist, unabhängig davon, ob wir jetzt noch einen Stream einzwickern oder nicht, das machen wir vielleicht an Heiligabend dann, müssen wir mal schauen. Dann werden wir mir, ja toll, jetzt kann ich das Bellen nicht finden, weil das keine PNG-Datei nicht ist. Möchtest du eigentlich trollen? Haben wir da irgendwas anderes da? Nein, das ist das Falsche. Es habt so Zeit, oder? Ist ja nicht so. Haben wir Zeit. So. Ja, den hast ja Dankeschön. Zeit wird's. So, Freunde. Haben wir bereit? Möchtet ihr es wissen? Ich glaube schon, dass ihr es ja wissen möchtet, oder? Nebenmissionen, let's go. Wunschspiel? Was Wunschspiel? Nein, noch nicht. So, Red Dead Redemption 2. Nein, das ist es nicht. Das ist es tatsächlich nicht. Es ist, passt auf, ich spanne nicht nur länger auf die Folter. Okay? Also, nächste Hauptprojekt neben noch God of War wird The Last of Us. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel kann. Ich habe mir nur sagen lassen, es ist unfassbar gut und ist von der Story her auf Plague Tale Niveau. Mindestens. Und da es ja ein Remake für PlayStation 5 gegeben hat, müssen wir es uns schon fast anschauen. Und da es einige in der Community gibt, die keine PlayStation haben und das ein PlayStation-Exklusivtitel ist. Leidels, da werden wir nicht auskennen. Ist, glaube ich, Anfang des Jahres schon mal aufgekommen, hey, spielst du The Last of Us einmal? Und ich habe dann gesagt, ich schaue mir es mal an. Mittlerweile ist fast ein Jahr später. Und ja, wir schauen wir es uns einmal an, The Last of Us. Was das kann. Nicht meins, ich lasse mich aber auch überzeugen. Ja, wie gesagt, ich kenne zu dem Spiel gar nichts. Ich hab außer einem Trailer nichts gesehen dazu. Ich weiß nicht, um was das geht. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass so eine Art Dingens ist. Ja, so eine Art Plague Tale, aber halt nicht mit Storchleider so, aber so von der Erzählweise her ist es auch wie ein Plague Tale und halt so von der Story her unfassbar gut gemacht sein. Da warte ich schon ewig drauf, dass das mal jemand spielt. Na, schau her, na, ist doch perfekt, oder? Also ich glaube, so wie die Resonanz da sehe, habt ihr alle Bock auf The Last of Us. Sehr gut. Weil das Spielejahr war ja noch nicht storylastig nur, also müssen wir da müssen wir noch mehr eingrätschen. Das hilft einem alles nicht. Spotty schreibt, tu es. Okay, ich mach's. Kann ich aber noch nicht hundertprozentig sagen, wann wir jetzt damit, ob wir Mittwoch schon damit anfangen, weil dann wird man morgen natürlich erst einmal God of War. Spielen wir morgen auf alle Fälle Tomb Raider erst einmal. Also morgen streame ich auch wieder, für den Fall, dass das jemand noch nicht gewusst hat. Morgen um 17 Uhr, das schreibe ich dann auch noch ins Discord, wo wir wieder beim Thema warten, kommen auf meinen Discord-Server fix. Und am Mittwoch schauen wir dann. Entweder machen wir dann am Mittwoch dann, weiß ich nicht, fangen wir am Mittwoch mit der Last of Us an und schieben wir den God of War Nebenmission-Stream dann auf Weihnachten. Das darf sich eigentlich, glaube ich, ganz gut anbieten. Weihnachten God of War spielen hat letztes Jahr ganz gut funktioniert. Also kann man das heuer vielleicht auch so machen, dass wir heuer Weihnachten am 24. Dezember in der Früh im Frühschoppen, dass wir dann Nebenmissions God of War Stream machen. Schauen wir mal. Jetzt bin ich aber schon im Zwiespalt. God of War oder Last of Us? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich bin beim Cookie 2 oder 3 Mal eingeschlafen bei dem. Ja, toll. Dann kann ich darauf einstellen, dass du bei mir dann auch schlafen wirst. Oder wie sage ich das? So viel habe ich nicht, nachdem ich am Fernseher keine Punkte kriege. Ja, das ist eigentlich so eine richtige Miesaktion, dass du das ist bei mir nämlich das Gleiche. Wenn ich am Prime-Stick Twitch schaue, kriegst du keine Kanalpunkte. Das ist so eine richtige Frechheit einfach. Was für dicke Steine! Lara Croft, Kochbehälter und Hunderasse Kappa. Sei danke dir für deine 100 Bits. Vielen Dank. Das sagt jetzt aber nichts über Spiel, ja, das stimmt jetzt. Na, also ich glaube, also es ist noch einiges. Ich habe die Liste ja jetzt vor meine Spiele-Stream-Liste, ne, das, was ich im Stream spielen möchte, die habe ich jetzt die letzte Zeit mal wieder unter die Lupe genommen, mal wieder ein wenig ergänzt. Natürlich auch wieder Sachen ausgelöscht, die wo wir halt schon abgeschlossen haben. Und da haben wir eben so andere Spiele, wie eben The Last of Us eingefallen, hey, das gehört auf die Listen, das gehört noch auf die Listen. Da haben noch 2, 3 andere Spieletitel dazugekommen. Also ich kann es eigentlich jetzt schon mal vorspoilern. Das werde ich zwar dann am Ende des Jahres auch noch mal sagen, es wird nächstes Jahr mindestens genauso intens, was Spiele angeht, wie es heuer gewesen ist. Ja? Und das Jahr ist noch nicht mal vorbei. Ja, das kann ich schon mal sagen. Also wenn ihr heuer Spaß gehabt habt bei mir, dann werdet ihr es nächstes Jahr auch haben. Bin ich eben absolut davon überzeugt.
Du kennst The Last of Us noch nicht? Unfassbar, das schaue ich mir an. Flying Ravenbird, das freut mich, dass du das anschaust bei mir. Nein, ich kenn's tatsächlich nicht. Ich habe mir nur sehr viel positives Feedback anhören müssen von diversen Leuten. Unter anderem von meinen Arbeitskollegen. Die haben gesagt, Alter, spiel das Spiel, das ist so geisteskrank gut gemacht. Und ja, jetzt spielen wir es halt. Sehr schön. Am 24. Frühschoppen sicher, aber in der Wirtschaft. Nein, also Frühschoppen sind bei uns Mundadler die Streams, die wo in der Früh stattfinden. Ja, deswegen, also Frühschoppen so gemütlich, beieinander hocken, Scheiß labern und so weiter. Schund betreiben. Genau. Aber das ist am 24. einmal geplant. Aber da schauen wir mal. Raven, danke dir für dein Following. Vielen lieben Dank. So, Leidels. Was soll ich sagen? War intens, war geil. Fast, 5 Stunden haben wir noch nicht, aber 4,5 Stunden. Für einen Sonntagsstream, glaube ich, sehr intens. Für einen Sonntagsstream eine gute Länge. Aber das passt ja mal. Wie es jetzt folgendermaßen ausschaut, habe ich Ihnen gesagt. Nächster Stream wird morgen sein. Morgen um 17 Uhr. Wie gesagt, da spielen wir dann mit Tomb Raider weiter. Wie gesagt, die ganzen anderen Streams werden, also der nächste wird dann wahrscheinlich dann nochmal am Mittwoch sein. Und wie das Wochenende ausschaut, das weiß ich noch nicht. Außer am Sonntag. Jetzt Sonntag kommende Woche Community Zock ab 10 Uhr. Da schreibe ich das Programm auch noch ins Discord. Wer heute oder morgen, das weiß ich noch nicht. Okay? Sonntag machen wir anlässlich der 200 Follower Schallmauer, machen wir einen Community Zock. Da wird für jeden was dabei sein. Und wie wir dann ansonsten weiter tun, das so ging dann, wie gesagt, noch im Discord dann. Genau, darf ich jetzt dann wieder pennen gehen. Sei, du bist entlassen, danke für deine Dienste. Ja? Schlaf gut, gute Nacht. Trinkst vielleicht noch einen Kamillentee, dann geht der Puls ein wenig runter. So, Leute, jetzt schauen wir noch schnell, wer live ist. Der Delay ist immer noch live. Wie lange macht denn der noch? Und Sabi war auch live. Ich glaube, ich muss dich forsten, dass du ein paar Stunden in das Spiel reinschaust. 30.000 Punkte brauche ich noch. Ja, es bleibt dir offen. Es bleibt dir offen tatsächlich. Danke für den Stream. Ich sag danke fürs Zuschauen. Leute, es müsst euch nicht bei mir für Streams bedanken. Ja? Ich mache das unfassbar gern. Es macht mir unfassbar viel Spaß und mich freut es, dass es eng Spaß macht und dass ihr immer wieder als Community einfach da habt. Ja? Das ist einfach Wahnsinn. Gerade die letzten, was so die letzten Monate abgegangen ist, das passt für mich auf keine Kuhhaut nicht. Ja? Abgesehen davon. Also bitteschön, ich hab zu danken, nicht ihr. Okay? Lass mir einfach so stehen. Ich weiß, dass du besonderen Wert darauf legst, dass solche Aussagen erfüllt werden. Wie? Was meinst du jetzt? Was genau meinst du jetzt? Bis 6 macht der. Jetzt ist die Frage, Leute, wo gehen wir denn hier? Gehen wir zu Sabi, gehen wir zum Delay, gehen wir zum der Fight oder den kann man eigentlich auch mal raiden. Cookie haben wir gestern noch geradet. Was nehmen wir denn? Auf was haben wir denn Bock? Also, Delay und Sabi spielen beide Dead by Daylight. Ein Community-Stream, wo für jeden was dabei ist. Ja, von denen Spiele, wo wir spielen, da wird es mit Sicherheit einmal etwas geben, wo dann der eine oder andere sagt, hey, ja, das gefällt mir, da spiele ich mit. So meine ich. Der Fight streamt. Ja, ich glaube auch, dass wir zum der Fight gehen, oder? Der schaut auch immer wieder einer und lässt sein Viewer da. Ich glaube, der freut sich. Der spielt Fall Guys. Vielleicht kannst du mitspielen, mit Sicherheit sogar. Vielleicht macht der auch so eine Art Community-Zock, wer weiß das schon. Der Raid-Command ist im Chat. Gern kopieren für Subs und für Nonsatz und beim der Fight einfügen. Ja, der Fight ist ebenfalls ein bayerischer Streamer-Kollege. Da gerne mal aufs Herz drücken, wer es noch nicht da hat. Ja, der ist ein sympathischer Kerl. Der ist schon ein wenig älter wie ich oder wie mir oder wie die meisten von uns, aber das macht ja nichts. Anhand vom Spotty ist das ein perfektes Beispiel. Ja, der ist auch schon älter wie wir alle, aber ist genauso so kaputt drauf wie mir. Von daher gern aufs Herz drücken. Gerne auch bei mir noch aufs Herz drücken, wenn es dir gefällt, was ich da betreibe und du es vielleicht noch nicht da hast. Das kostet dir nämlich nichts, aber da hat mir schon helfen. Folge dem Beispiel vom Raven, der hat es richtig gemacht. Genau. Und das auf meinen Discord selber schauen, so ist das, glaube ich, habe ich da schon gesagt. So, Leils, danke schön fürs Zuschauen, danke für den ganzen Support, für die ganzen neuen Follower und so weiter und so fort. Ihr wisst es eh. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, einen schönen 3. Advent. Okay? Wir sehen uns dann morgen wieder, 17 Uhr, Tomb Raider. Und ja, viel Spaß bei Fall Guys und beim der Fight. Und haut euch eine. Und bis morgen. Pfiat euch.